Dann begrüße ich euch für den zweiten Tag, den ersten Vormittag, und lasst uns gemeinsam also Zufluchtsgebet sprechen, Bodhicitta entwickeln, die 4 Unermesslichen und dann noch den Segen der Übertragungslinie einladen. Sangyen Chedang Tsogyen Chodnam Lan Janjum Badu Ndani Kyapsuji Dagi Jinso Jipe Sunam Ji Jola Penchir Sangye Jumpa Shu Sangye Chedan Tsogye Chonam La Chanju Badu Dani Kyapsuji Dagi Jinso Jipe Sunam Ji Jola Penji Sangye Jumpa Shu Sangye Chedan Tsogye Chonam La Chanjum Badu Dani Kyapsuji Dagi Jinso Jipe Sunam Ji Jola Penchir Sangye Jumpa Shu Sem Chen Tam Chen Devan Dan Deven Judan Dempa Jujik Dunai Dan Dunai Jin Judan Javan Jujik Dunai Mempen Devan Dampa Dam Javan Jujik Nirin Chandan Nidan Javatanam Chempolane Pachujik Sem Chen Tam Chen Devadan Devi Judan Dempa Jujik Dunai Dan Dunai Jin Judan Java Jujik Dunai Mempen Devadam Padam Java Jujik Nirin Chandan Nidan Javatanam Chempolane Pachujik Sem Chen Tam Chen Devadan Devi Judan Dempa Jujik Dunai Dan Dunai Jin Judan Java Jujik Dunai Mempen Devadam Padam Java Jujik Nirin Chandan Nidan Javatanam Chempolane Pachujik Bhanden Savela Marim Ponche Dagi Chivo Pede Den Shula Kajin Chempe Gone Jesonte Koson Toging Jom Zandusa. Und damit bitte ich wieder um den Segen der Übertragungslinie. Speziell von Dakotashi Namgyal, der als weitere Manifestation von Gampopa betrachtet wird. Möge mir diese ganze Linie, all die damit verbundenen Meisterinnen und Meister, mögen sie mir alle den Segen geben, nicht aus der Ich-Bezogenheit heraus zu unterrichten, sondern mit möglichst offenem Geist das, was das tatsächliche Anliegen dieser Unterweisung ist. Ich nehme euch mal mit hinein ins Thema. Wir haben gestern ja angefangen und haben schon intensiv praktiziert. Wir sind
in dem Kapitel, wo es um das stufenweise Meditieren von Shamatha geht, von Geistesruhe, Kapitel 2. Und wir haben uns gestern zunächst in einer Art Wiederholung von Kapitel 1 mit dem Auflösen von Hindernissen für die Shamatha-Praxis beschäftigt, die Voraussetzungen zu schaffen für Shamatha. Und haben erste Meditationen geübt miteinander. Und wir sind in einem Kapitel, das heißt die allgemeine Darstellung der Meditationsobjekte. Und dabei unterscheidet diese sehr reichhaltige Tradition des Mahayana, des großen Fahrzeugs im Buddhismus, unterscheidet 4 Arten von Meditationsobjekten. Und von diesen 4 sind wir jetzt gerade bei den allumfassenden Meditationsobjekten, also die für eigentlich alle Situationen gut sind, die wir immer anwenden können. Und unter diesen allumfassenden Meditationsobjekten haben wir uns gestern bereits mit der Meditation mittels geistiger Vorstellungen befasst und haben da das Beispiel der Vergänglichkeit gewählt. Dieses sich sammeln mittels geistiger Vorstellung ist also ein Zuhilfenehmen von einem begrifflichen Prozess, von einem intellektuellen Prozess, wie zum Beispiel, wenn ich etwas als vergänglich benenne. Das ist ja eine Leistung des Verstandes, dass wir unterscheiden zwischen etwas, wie es war und wie es jetzt ist. Wir nehmen Veränderung wahr, dank einer inneren Leistung des Vergleichens von vorher und nachher. Und wir kürzen diesen intellektuellen Prozess ab, indem wir zum Beispiel einfach sagen, anicca, vergänglich, unbeständig. Und das hilft uns in allen Situationen. Das ist so ein gängiges Beispiel dafür, wie wir einen kleinen begrifflichen Anstoß nutzen können, um uns daran zu erinnern, dass sich ja alles wandelt und dass es gar nichts hilft, sich dem Wandel entgegenzustemmen oder etwas festhalten zu wollen, also ablehnen und anhaften hilft nichts. Wir gehen mit dem Wandel entspannt und wenn wir wollen, das kommt später, können wir diesen Wandel ja mitgestalten. Diese Möglichkeit haben wir ja immer. Aber darum geht es erstmal nicht. Es geht darum, aus diesen unmittelbaren Reaktionen des Nicht-Haben-Wollens oder des Wegstoßens oder des Haben-Wollens, aus diesen Reaktionen auszusteigen und zu einer größeren Gelöstheit zu kommen. Und dann haben wir eine weitere Form der Meditation kennengelernt, die sehr anders war. Und zwar, dass wir uns klar machen, dass alles, worauf wir meditieren, ja, dass es sich immer um ein geistiges Abbild handelt. Also worauf auch immer wir unseren Geist richten, auch wenn es eine Kerze vor uns ist oder ein Lichtfleck oder wir haben ein Geräusch, zum Beispiel das Fließen eines Baches oder hier, wenn wir das aufmachen würden, könnten wir das Erklingen von so Klangstäben hören. Und diese Geräusche, die wir vermeintlich da draußen lokalisieren, sind auch geistige Abbilder. Die setzen sich bei uns zusammen. Visuelles setzt sich zusammen, Gehörtes setzt sich zusammen. Und so macht es eigentlich gar keinen Unterschied, ob wir auf einen visuellen Gegenstand
meditieren, der vermeintlich außen ist, weil worauf wir meditieren, ist das, was sich geistig in unserem Gewahrsein, in unserem Erleben abzeichnet. Und man nennt das die nicht begriffliche Meditation auf Abbilder. Und worum es dabei ging gestern, war, dass wir es lernen, Dinge wahrzunehmen, sie als geistiges Erleben zu erkennen und dann in keinen weiteren analytischen Prozess einzusteigen. Also wahrnehmen ohne weitere Analyse. Und das nennt man dann nicht begrifflich. Das heißt, ja, es findet eine Verarbeitung durch unseren Geist statt, im Wahrnehmen von allen Eindrücken, egal was es ist, ob vermeintlich außen, ob vermeintlich innen. Es handelt sich immer um geistiges Erleben, aber mit diesem Erleben können wir nicht begrifflich verweilen. Wir müssen nicht in eine extra Schlaufe eintreten. Diese berühmten Prapanchas, diese auf Tibetisch Tröpa, das ist das zusätzliche dualistische Denken, was bei uns normalerweise zwanghaft, automatisch stattfindet. Es findet einfach statt, weil wir so ein großes Bedürfnis haben, alles einzuordnen und alles zu verstehen. Und diese zusätzlichen Prozesse, die sind gar nicht notwendig, wenn wir auf dem Meditationssitz sind. Da braucht die Welt nicht unsere Gedanken und wir brauchen auch keine zusätzliche Orientierung. Die springt dann schon an, wenn es jetzt Feueralarm gäbe, wir wären schon noch in der Lage, das zu unterscheiden. Wir nutzen einfach diese Fähigkeit nicht, wir aktivieren sie nicht, wir lassen sie endlich mal zur Ruhe kommen und kommen damit in eine Form der Meditation, die könnten wir bloßes Erleben nennen. Wir sind uns bewusst, dass dieses bloße Erleben eine Vereinfachung der normalen Prozesse ist. Und damit haben wir auch einen Passepartout, so einen Schlüssel für alle Situationen. Egal, wo es knifflig wird in unserem Leben, wir könnten einfach nur präsent sein. Und diesen Prozess des nachgeordneten Interpretierens, den könnten wir entspannen. Das holt uns raus aus der automatischen, zwanghaften, emotionalen Verarbeitung der Situation. Verarbeitung im Sinne von bewerten und so weiter. Wir sind nicht in einem auflösenden Verarbeiten, sondern wir verarbeiten es mit unseren emotionalen Mustern. Und diese Bearbeitung, da ist es schon mal ganz gut, frühzeitig auszusteigen. Und das ist deswegen so eine Art des meditierenden Seins, die wir anwenden können, um mal so einen Ausstieg zu schaffen. Aber passt auf, das ist in der Meditation super, das lernen wir, das ist ein Tool, ja, ein Werkzeug, was wir lernen. Aber wenn ihr das in eurer Partnerschaft macht, also eure Partnerin, euer Partner spricht gerade etwas Sensibles an und ihr geht in diesen Modus des Nicht-Reagierens, einfach mal nur sein, dann macht ihr alles nur noch schlimmer. Ja, das ist nicht, was Partnerin oder Partner braucht in dem Moment. Das ist, ja, wenn das Meditierende tun, dann haben sie bald ihre Partnerschaft beendet. Ne? Das ist nicht die emotionale Resonanz, die es braucht, sondern es ist genau eine Übung, um aus dieser zwanghaften emotionalen Resonanz auszusteigen. Okay? Das haben wir gestern ein bisschen geübt. Also wann wir welche Art praktizieren, das müssen wir dann sehr weise entscheiden. Und da sind wir jetzt, wir kommen jetzt zur dritten Form der Meditation, dieser allumfassenden Meditationsobjekte. Der dritte Punkt, der beginnt hier in dem Dokument, was ich euch geschickt habe auf Seite 46 und
ist der dritte Punkt, sich auf die Grenzen der Existenz ausrichten. Und diese Grenzen der Existenz, das wird bei Elizabeth Callahan, wird das die Objects of Meditation for Expertise, wird das genannt. Da beginnt der dritte Punkt auf Seite 49 auch mit dem Satz The focus on the limits of existence. Das werde ich euch jetzt nahe bringen. Und zwar wird was die Grenzen der Existenz genannt wird, das ist so ein typischer buddhistischer Ausdruck. Wenn man das nicht studiert hat, dann kann man das eigentlich gar nicht verstehen, sondern mit Grenzen des Seins ist eigentlich gemeint, dass man sich mit dieser Betrachtung um alles kümmert innerhalb der gar nicht zu finden Begrenzung unseres Erlebens. Es geht um alles, was innerhalb unseres Erlebens stattfindet. Und ich lese euch mal vor, was wir hier auf Deutsch geschrieben haben. Sich auf die Grenzen der Existenz auszurichten, beinhaltet in Bezug auf das Qualitative die Gewissheit, das ist die einzige Art und Weise, wie die Dinge sind. Sie existieren auf keine andere Art und Weise. Und in Bezug auf das Quantitative ist es die Gewissheit, es gibt nur so viel und nicht mehr. Die erste Form der Betrachtung ist Gegenstand von Einsichtsmeditation, Vipassana. Und die zweite Art der Betrachtung ist die Form von Shamatha, Geistesruhe. Ich mache euch das natürlich jetzt ein bisschen klar. Das war einfach nur, dass ihr wisst, was Dakpo Tashi Namgyal da schreibt und denkt, wir würden das alles schon verstehen, aber wir sind keine geschulten Lamas. Wir wissen nicht gleich, was gemeint ist. Ich fange mal mit dem Shamatha-Aspekt an, mit dem quantitativen Aspekt. In der Meditation ist das etwas sehr häufig Geübtes, wenn ihr so einen klassischen Goenka-Kurs macht in stiller Meditation, nennt sich Vipassana-Praxis, aber ein großer Teil der Praxis verbringen Meditierende damit, alles wahrzunehmen, was stattfindet. Und dieses alles wahrnehmen, was stattfindet, ohne Vorbehalte, ohne Ausgrenzen, das ist der quantitative Aspekt des Meditierens. Jemand mit hochentwickelter Achtsamkeit nimmt immer mehr wahr, immer mehr, was eigentlich im Geist los ist, was in den Körperempfindungen los ist. Und wir entdecken ein Universum von feinsten Geistesregungen, feinsten Sinneswahrnehmungen. Unsere Wahrnehmung wird immer subtiler, bis sie auch die kleinsten Fische, die kleinsten Zuckungen sozusagen, die kleinsten Regungen des Intellekts mitbekommt. Und diese, wie soll man sagen, allumfassende Meditation in allen Sinnesfeldern mitzubekommen, was überall losgeht, ist eine wesentliche ausgleichende Form des Daseins. Statt also zu fixieren und mich so zu fokussieren auf einzelne Elemente des Erlebens, findet ein ausgleichender Prozess statt. Wir weiten unsere Aufmerksamkeit in alle Aspekte des Seins, in alle Felder des Seins und wir kriegen mit, was in unserem Universum alles so los ist. Wir gehen bis an die Grenzen des Erlebens. Und wo die dann sind, müssen wir erstmal noch rausfinden. Ne? Also wir sind noch nicht
Wir sind noch nicht an diese Grenzen gestoßen, aber das ist so von der Idee her, ist das die Grenzen des Seins ausloten. Wir loten aus, was es alles Menschen möglich ist zu erleben. Und diese Art zu meditieren, das ist einfache Geistesruhe. Geistesruhe, nicht wertende Präsenz, ohne uns auf speziell etwas zu fokussieren, nimmt einfach immer mehr wahr. Ohne das, was wahrgenommen wird, auf sein Wesen hin zu erkennen, ohne die wahre Natur des Wahrgenommenen zu erkennen. Das ist der andere Prozess, der hier dem Vipassana zugeordnet wird, der Einsichtsmeditation. Ja? Dieser Prozess, der hilft uns dann nicht nur wie eine Buchhalterin wahrzunehmen, das passiert, das passiert, das passiert und das passiert auch und da ist auch das los und so, sondern da entwickeln wir einen Einsichtsblick und wir schauen uns an, wie denn das Ganze abläuft, welche Natur es hat, welches Wesen. Also aus dem Quantitativen, Allumfassenden bis an die Grenzen des Seins, kommen wir in eine Untersuchung der Natur dieser Prozesse. Und das ist Einsichtsmeditation. Erst wenn das beginnt, beginnt Vipassana. Alles vorher ist nur Praxis der Geistesruhe. Aber wichtig. Und je feiner wir wahrnehmen, desto feiner können wir untersuchen. Aber erst, wenn wir uns beginnen zu interessieren dafür, wie die Dinge stattfinden, dann beginnt die Einsichtsmeditation. Und auch da gehen wir an die Grenzen des Seins. Das heißt, wir loten alles aus auf die vielfältigen Zusammenhänge. Wir nennen das in der Dharma-Sprache das Untersuchen der Dharmas. Das Untersuchen der Dharmas, Dharma bedeutet hier erstmal Phänomene. Dharma hat aber auch die Bedeutung der Qualitäten des Erlebens. Dharma bedeutet auch Verständnis und bedeutet insbesondere das Verständnis, was befreit. Und all diese Bedeutungen, die kommen in diesem Begriff Untersuchen der Dharmas zusammen. Wir untersuchen die Phänomene, um Seinsqualitäten zu erkennen, deren Erkenntnis dann befreiend wirkt auf diesen normalen Prozess des Ergreifens oder der Ich-Identifikation. Und das ist Einsichtsmeditation. Okay? Das sind zwei ganz große Gruppen von Meditationen. Ja, also wir haben es mit einer Unterteilung von allumfassenden Meditationsobjekten zu tun, die beide an die Grenzen des Seins gehen. Die eine Art geht auf eine, wie soll man sagen, auf eine konstatierende Art und Weise an die Grenzen des Seins. Das und das gibt es alles. All das findet statt. Das ist so ein Konstatieren, ein Wahrnehmen, ja, all das gibt es. Und die andere Art, das dann sich nützlich zu machen für einen Prozess der Befreiung ist, all das gibt es und so und so und so hängt es zusammen und das sind die Qualitäten des Seins. Und ach ja, das ist die Natur dieser Prozesse. Und solange wir nur in dem Betrachten dessen sind, was es gibt, also dazu gehört auch, an die Grenzen der Existenz zu gehen, da gehört auch, dass wir all die Dhyanas kennenlernen, also all die meditativen Versenkungszustände. Ja, das gehört auch alles zu dem, was man erleben kann.
Aber ohne Einsicht wirken sie nicht befreiend. Wir können in den Dhyanas, wie auch in allen anderen Meditationen, können wir Einsicht entwickeln und die Einsicht macht uns weise. Die erste Form der Meditation macht uns nur wissend. Wir wissen drum, was es alles gibt, aber wir haben keine Ahnung, wie man sich aus all dem befreit und wie man das nutzbringend einsetzen kann. Okay, das war die Unterweisung, sich auf die Grenzen der Existenz auszurichten, was damit gemeint ist. Und jetzt machen wir das. Wir meditieren das jetzt. Wir wollen jetzt einen Geschmack davon kriegen, wie sich das anfühlt. Und wir fangen mit der zweiten Art zu meditieren an. Das ist die einfachere, würde ich mal sagen. Wir nehmen immer das Jetzt bei jeder Übung. Unser jetziges Erleben. Und ich schließe mal die Augen. Vielleicht wollt ihr das auch. Ihr braucht da überhaupt nicht auf den Bildschirm zu schauen. Es gibt da nichts zu sehen. Und wir kommen einfach erstmal zur Ruhe. Wir werden ganz stabil in unserer Wahrnehmung. Und ihr bemerkt einen Prozess, dass wenn wir still werden, dass wir umso mehr bemerken. Ich höre jetzt Geräusche, die ich vorher gar nicht gehört habe. Ich spüre Empfindungen im Körper, derer ich vorher gar nicht bewusst war. Ich habe ein tieferes Gefühl dafür, in welcher Stimmung ich eigentlich gerade bin, welche Stimmungen da so in mir spürbar sind.
Wir können diesen Prozess des Ausweitens unseres Erlebens, den können wir fortsetzen. Die Körperempfindungen sind dafür ein prima Beispiel. Wir können tatsächlich jetzt, wenn wir so einen Bodyscan machen würden, wir können so viel mehr Empfindungen wahrnehmen, so viel mehr. So das Gefühl an der Unterlippe zum Beispiel. Oder wenn ihr wollt, vielleicht mal die Ohrläppchen spüren. Wir können, was die Körperempfindungen angeht, weiter und weiter gehen, bis wir wirklich in einem Meer von Empfindungen unterwegs sind und unser ganzer Körper so lebendig sich anfühlt, so viel wahrzunehmen gibt. Bereiche, die wir vielleicht nie gespürt haben. Vielleicht hört ihr Hintergrundgeräusche. Vielleicht hört ihr inzwischen auch euren eigenen Atem. Es ist auch möglich, dass Gerüche wahrnehmbar werden. Und am allerwichtigsten ist wohl mitzubekommen, was da alles so für Geistesregungen stattfinden. Bewegungen, Impulse, größere Gedanken, feinere Impulse. Wir bekommen mit, dass zum Beispiel die Körperempfindungen, dass sie nicht nur bloß wahrgenommen werden, sondern zum Beispiel das Kribbeln im Gesicht
vielleicht angenehm ist, vielleicht schon in die Richtung unangenehm geht. Dass also nachgeordnete Prozesse stattfinden. Wir bekommen diese nachgeordneten Prozesse mit, die feinen Geistesbewegungen. Etwas vielleicht ein wenig unangenehm zu finden, es eigentlich weghaben zu wollen, dann aber den Impuls, ach, jetzt meditiere ich, bleib ruhig. Zu dem, was wir da wahrnehmen, bis an die Grenzen der Existenz gehören nicht nur Inhalte, sondern wir nehmen auch Stille wahr, Ruhe. Nicht nur Aktivitäten, sondern auch Lücken zwischen den Aktivitäten. Sagen wir es mal so, wir nehmen Kontraste wahr, Lichtkontraste, Klangkontraste, immer wo sich etwas vom anderen unterscheidet. Wir haben, ohne dass ich das so speziell benannt habe, alle unsere Sinnesfelder geöffnet und in jedem Sinnesfeld gibt es Entdeckungen, gibt es Wahrnehmungen. Und wer regelmäßig meditiert, lange meditiert, wird immer mehr wahrnehmen, immer mehr Daseinsbereiche ausloten.
Jetzt machen wir eine kleine stille Pause. Ich möchte euch einfach die Gelegenheit geben, euch ein wenig zu bewegen. Möglichst nicht abzulenken, denn wir werden gleich schon in 5 Minuten, also wir haben jetzt 45, wir machen um 9:50 Uhr weiter mit der zweiten Art von Meditation, wo es um die Qualität des Seins geht. Kurz mal den Klang ausstellen.
Wir finden wieder hinein in eine meditative Grundhaltung. Und ich glaube, wir haben verstanden, worum es geht, wenn wir diesen Aspekt der Meditation beschreiben, was es alles so gibt. Wir gehen durch alle Seinszustände hindurch und sind beobachtend unterwegs, erlebend, staunend vielleicht auch. Irgendwo zwischen Himmel und Hölle, zwischen feinen Samadhis und aufgewühltem Geist, all das lernen wir kennen. Und jetzt führe ich uns hinüber in diese Form, die wir dann Einsichtsmeditation nennen, wobei es darum geht, wie eigentlich alles ist. Wie ist anders als die Frage, was ist da? Wie hängt alles zusammen? Wie ist es wirklich? Und wir sind ja bei den allumfassenden Qualitäten des Seins. Und ein Wie-Merkmal hatten wir schon. Wir hatten schon die Vergänglichkeit, die Unbeständigkeit. Aber euch zusammen schließt nochmal die Augen vielleicht, um innen spüren zu können. Wir nehmen wieder mal Körperempfindungen. Irgendwelche Empfindungen irgendwo im Körper. Ja, es lässt sich beobachten, wie sich Empfindungen verändern. Und wir würden im Laufe der Monate und Jahre diese Meditation ausweiten, um zu untersuchen, gibt es irgendwo etwas, das sich nicht verändert. Bis wir zu einer Gewissheit gelangen, tatsächlich alle Phänomene, alles was da so entsteht, wandelt sich. Und wir gehen weiter. Die Beobachtungsmöglichkeiten der Qualitäten sind vielfältig. Ein großer Bereich der qualitativen Untersuchung ist, wie kommt es dazu, dass etwas im Erleben auftaucht und dass es wieder verschwindet.
Also wieder in den Körperempfindungen. Ich lade euch ein, die Aufmerksamkeit jetzt in die Fingerbeeren zu schicken. Sagen wir mal in die 5 Fingerbeeren der rechten Hand. Und bei der Frage nach dem Wie entdecken wir dann Zusammenhänge. Immer wenn die Aufmerksamkeit irgendwo hingeht im Körper und lange genug dort verweilt, dann kommt es dort zu einem intensiveren Erleben. Ich kann jetzt plötzlich die Fingerbeeren spüren, die vorher gar nicht in meinem Bewusstsein waren. Ich untersuche Zusammenhänge. Das Element der Vergänglichkeit ist klar. Und ich gehe jetzt mal mit der Aufmerksamkeit in die linke Hand, in die linken Fingerbeeren, die 5 Fingerbeeren der linken Hand. Ich verweile lang genug dort mit ausreichendem Interesse. Der kleine Finger, der Ringfinger, der Mittelfinger, der Zeigefinger, der Daumen. Und ich spüre, dasselbe Phänomen wiederholt sich, diesmal in der linken Hand. Geht die Aufmerksamkeit dorthin, tauchen unglaublich viel mehr Empfindungen in den Fingerbeeren auf als vorher. Das ist, was der Buddha Achtsamkeit auf Dharmas nannte. In dem Fall sind das die Zusammenhänge und die Qualitäten des Seins. Da ist die Qualität des Wandels und da ist der Zusammenhang, dass dort, wo Aufmerksamkeit hingeht, das Erleben deutlicher wird. Und ich entdecke auch den Zusammenhang, dass ich Aufmerksamkeit abziehen kann. Wenn es euch gelungen ist, die Aufmerksamkeit auf die linke Hand zu konzentrieren, hat es die rechte etwas weniger stark in den Empfindungen geworden. Und um es noch leichter zu machen, nehmen wir uns doch mal die Sitzfläche. Gehen wir in die Empfindungen in der Sitzfläche. Da ist der Aspekt des Was. Da werden jetzt mehr und mehr Empfindungen spürbar. Das Wie wird auch deutlich. Das ist sehr lebendig, es wandelt sich. Es ist so ein vibrierendes Gefühl. Innerhalb dieser stabilen, sagen wir mal, Druckempfindungen ist ein feines Vibrieren spürbar. Und ich habe wieder das Phänomen, dass
durch vermehrte Aufmerksamkeit sich mehr zeigt. Und jetzt beginnen Meditierende gerne zu spielen. Sie schicken gerne ihre Aufmerksamkeit in die Knie und hierhin und dorthin, vielleicht in die Herzregion oder erkunden mal, was da alles so zu fühlen ist. Und damit findet eine Qualitätsuntersuchung statt. Wir entdecken, dass das, was wir für Körper gehalten haben, dass es geistige Phänomene sind. Es sind Bewusstseinsphänomene. Und wir können gestalten. Wir erleben, dass wir unsere Erfahrungen gestalten können, dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit ausrichten. Es ist nicht einfach so, dass das Leben, der Körper unser Erleben gestaltet, die Welt unser Erleben gestaltet, sondern innerhalb dieser unzählig vielen Möglichkeiten können wir unser Interesse richten. Und unser Erleben verändert sich dadurch. Ich mache jetzt bewusst einen Sprung mit euch und bitte euch, die Qualität des Raumes mit hinzuzunehmen. Der Raum, gerne auch mit offenen Augen, aber geht auch mit geschlossenen Augen, die Aufmerksamkeit auf den Raum zu richten, in dem alles stattfindet. Das ist so, wie wenn ihr auf einen Baum schaut und nicht nur die Äste und Blätter seht, sondern den Raum zwischen den Blättern, um die Blätter herum, um den Baum herum. Und genauso auch den Raum der Körperwahrnehmungen. Und dieser Raum hat keine Grenzen. Alle körperlichen Empfindungen, alle Sinnesempfindungen sind in diesem Gewahrseinsraum. Aber indem ich den Raum ins Bewusstsein rufe, verändert sich die Art, wie ich Empfindungen erlebe. Es verändert sich etwas in der Qualität des Erlebens. Und ich entdecke auch da wieder Zusammenhänge. Wenn Empfindungen stark werden, also Körperempfindungen stark werden, aber auch Seh- und Hörempfindungen, wenn ich gleichzeitig, also wenn die Aufmerksamkeit gleichzeitig in die raumhafte Qualität des Erlebens geht, dann ist es sehr viel leichter,
diese intensiven Empfindungen zuzulassen. Es scheint einen Zusammenhang zu geben mit raumhaftem Erleben und Reduktion von Stress. Also Abnehmen von Anspannung. Durch die Frage nach dem wie etwas ist und wie Dinge zusammenhängen, wie sie sich gegenseitig bedingen, wie sie entstehen, wie sie sich auflösen. Durch diese Frage nach dem Wie beginnen wir die Welt zu verstehen. Wir könnten diese Fragen nach dem Wie aber nicht beantworten, wenn wir nicht ausreichend präsent sind im Was. Wir brauchen so ein klares Wahrnehmen feiner Unterschiede. Und wir beginnen so zu merken, dass Was und Wie zusammenspielen. Ich nehme mal eine sehr herausfordernde Frage. Die Frage nach dem Ich. Gibt es da ein Ich oder Selbst in diesem Erleben? Die Meditation des Was, also auf die Inhalte des Erlebens, sucht jetzt den ganzen Raum des Erlebens ab nach irgendetwas, das wir Ich nennen könnten. Und wenn es etwas findet, zum Beispiel diese subtile Anspannung des Suchens, dann schaut sich die Frage des Wie, schaut sich das an. Und merkt, dass dieses Suchen an- und abschwillt, manchmal ganz weg ist. Und dass es keinen stabilen Suchenden zu entdecken gibt. Die Frage nach dem Wie macht es deutlich, dass all das, was wir für Ich halten, dass es Prozesse sind, veränderliche Geschehen.
Und wir beschließen diesen Ausflug damit, dass wir nochmal ins Hören und Verstehen schauen. Da findet ja ein Hören dieser Klänge statt, einer menschlichen Stimme. Und das Hören der Stille zwischendrin, das Hören der anderen Geräusche. Ist da eine Hörende zu finden? Und wir beobachten. Wenn wir die Augen öffnen, scheint dieses Hören vom Sehen überlagert zu werden. Vielleicht wird die Hörende zur Sehenden, vielleicht wird die Sehende dann nachher zur Gehenden, vielleicht zur Denkenden. Also diese Beobachtung, wie das genau stattfindet, dann neigen wir natürlich dazu, immer wieder zu Schlussfolgerungen zu kommen, schnelle Schlussfolgerungen zu machen. Und davor hüten wir uns. Wir schauen, wie es ist, staunen ein wenig und sind so ganz aufrichtig mit uns, aha, das ist zu beobachten. Aber vielleicht reicht es noch nicht aus, zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Dann gehen wir ganz sorgfältig, damit in die nächste Meditation und in die nächste. Und wir erkunden so unser Sein immer mit den beiden Fragen, was findet statt und wie ist es? Was gibt es und wie ist es? Und damit beschließen wir diese Meditation, die ja nur dazu gedacht war, uns einen Geschmack zu geben von zwei sehr unterschiedlichen Herangehensweisen, die sich aber ergänzen. Wir machen gleich eine Pause, aber lasst mich das noch beschließen. Es geht ja um befreiende Einsicht. Befreiende Einsicht braucht ein klares Verständnis des Wie. Und wenn wir sagen, alle Dinge sind vergänglich oder alle Phänomene sind von leerer Natur, ja, wer behauptet das? Und hast du überhaupt alle Phänomene untersucht? Ne? Das sind ja steile Behauptungen, sowas in den Raum zu stellen. Da brauchen wir schon eine ausgeprägte Fähigkeit, uns wirklich allen Daseinsbereichen öffnen zu können, alles Erleben zuzulassen und überall nach diesem vermeintlichen Ich suchen zu können. In den tiefsten Samadhis bleibt da was? Ist da ein Ich zu finden? In der großen Verwirrung ist da ein Ich zu finden. Wir brauchen ja diese Fähigkeit, überall hin, in unseren ganzen Erlebnisbereich hineinspüren zu können, unabgelenkt. So, also nicht mit einer Brille, die irgendwie völlig verklebt ist und wo man nicht mehr durchgucken kann, sondern wir brauchen einen klaren Geist, der ganz ruhig und fein wahrnehmen kann, um all das zu untersuchen. Und das Untersuchen, das ist so, wir schieben uns etwas unters Mikroskop, das ist die Frage nach dem Was. Was ist da? Und dann schauen wir hin, und wie ist es? Wir fangen an, es ein bisschen zu sezieren, ein bisschen auseinanderzunehmen, ein bisschen genauer hinzugucken. Das braucht es beides.
Also denkt nicht, das eine oder das andere wäre möglich. Es braucht beides. Wir brauchen klare, unabgelenkte Präsenz mit höchster Feinfühligkeit. Und wir brauchen dieses Interesse, die Zusammenhänge und die Qualitäten des Seins zu verstehen. Das sind diese beiden Aspekte der allumfassenden Meditation auf die Grenzen des Seins. Okay? Und damit machen wir jetzt die Pause. Und jetzt machen wir eine richtige Pause, weil die haben wir uns jetzt verdient. Wir machen bis 10:30 Uhr machen wir Pause. Das sind 14 Minuten. Okay? 10:30 Uhr geht es weiter. Und es geht weiter mit Fragen von eurer Seite. Schreibt sie in den Chat, das ist das Einfachste, aber wir können euch dann auch laut stellen, wenn ihr sprechen möchtet. Jetzt stellen wir die Aufnahme ab. Nagadakini, du warst die Erste, die gefragt hat, und deine Frage ist: Sobald es hieß, etwas suchen, sprang bei mir ein Auftrag an, der etwas Greifendes hatte. Es war deutlich weniger stark, als du sagtest, wer hört? Oder gibt es eine Hörende? Mein Schluss daraus: Ich müsste intensiver mehr Geistesruhe üben oder das Greifen wahrnehmen und versuchen loszulassen. Ja, Nakine, das ist wirklich so. Wir sind in der Einsichtsmeditation mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass wir etwas untersuchen und dass dieses Untersuchen möglichst wenig persönliche Einmischung haben soll. Und es gibt dann, mit der Zeit finden wir so ein Hinschauen raus, was den Prozess nicht stört. Aber das muss gelernt werden. Das ist nicht einfach. Ihr kennt das zum Beispiel mit dem Atmen. Kaum ruhen wir mit unserer Aufmerksamkeit beim Atem, beginnt er sich zu verändern. Es ist sehr schwer, die Aufmerksamkeit auf dem Atem ruhen zu lassen, ohne dass er sich gleichzeitig verändert. Aber das lernen wir mit der Zeit. Und tatsächlich hilft es, wenn du so zwischen Geistesruhe, also ganz entspanntem Sein, mit einem minimalen Beobachten wechselst und einem Interesse für das, was ist. Aber dieses Interesse ist so ganz fein. Es ist kein Hammerinteresse, sondern so eine feine Aufmerksamkeit, die so ein bisschen die Aufmerksamkeit richtet. Okay, möchtest du noch etwas nachfragen? Kannst du mal, ihr dürft euch laut schalten, wenn es etwas gibt. Du gehst auf die Sprecheransicht, genau. Nagadakini ist für dich, ich würde dich gern sehen, ich weiß nicht, auf welchem Bildschirm ich suchen soll, deswegen schalte dich kurz laut. Es taucht eine Frage auf, ich habe sie nur noch nicht. Okay, alles klar, ich kann dich sehen, danke. Ja? Und du kannst ja dann morgen oder so, du dann weiterfragen. Ne? Danke. Dann gehe ich zur nächsten Frage, und zwar ist das die Karin. Ich habe heute Morgen meine tägliche Praxis der Zuflucht und Niederwerfung gemacht und gestern Abend war Jasattva und mich jetzt gefragt, ob es sinnvoller wäre, während dieses Retreats darauf zu verzichten und stattdessen die Meditationen zu üben, die wir gerade kennenlernen. Ja, Karin, beides ist gut. Klar, das ist so viel, was ich euch jetzt zeige im Laufe dieser Woche, aber ich vermute, dass es nicht so viel bringt, wenn du dann noch versuchst, das am Abend oder morgen nachzustellen. Ich würde einfach die normale Praxis machen und dir vornehmen, dass du später mal, wenn du wieder Zeit hast, ein kleines Retreat zu machen und diese Meditation nachzuhören. Aber wenn es eine gibt, die dich inspiriert, die würde ich auf jeden Fall an dem Tag selbst noch üben, bevor es weitergeht. Das wäre so meine Antwort an dich. Du darfst dich gerne auch laut stellen, wenn du möchtest, und mir kurz zu verstehen geben, ob das deine Frage beantwortet.
Kannst du mich sehen? Ja? Ja, vielleicht war, also so dahinter stand so ein bisschen auch die Frage, ob das dann nicht auch eine Ablenkung ist, in gewissem Sinne. Wenn du deine normale Praxis machst, ob das dann eine Abmerkung... Ach, weißt du, ich glaube, wenn du in deiner normalen Praxis, zum Beispiel wenn du Niederwerfung machst, wenn du dich danach, wenn du dich so hinsetzt und einfach so meditierst, wenn du diese Phase ein bisschen ausdehnen könntest, das würde für jetzt, für den Zweck reichen, dass du so ein bisschen vielleicht, wenn du nicht so viel Zeit hast, die Niederwerfung ein bisschen kürzt und die stille Phase ein bisschen ausdehnst. Okay, gut. Gut, schön dich zu sehen. Danke. Und dann haben wir die Eva. Diese eben geübte Form von Geistesruhe ist also kein gemütliches Verweilen in Offenheit, welches einfach alles Störende ausblendet. Im Gegenteil, es ist eine wache und offene Präsenz, die alles wahrnimmt, was erscheint an Erfahrung und Empfindung und auch Gedanken. Richtig, richtig, Eva. Es ist eine interessierte, wache Geistesruhe, die bereit ist, immer mehr zu erfahren und nicht immer weniger. Das ist ein großer, wie soll ich sagen, das ist ein großer Unterschied zu Formen der Praxis von Geistesruhe, wo man sich vornimmt, ein Sinnestor nach dem anderen abzustellen und immer weniger, ja, sich nur aufs Innerste sozusagen zu konzentrieren. Es ist sehr, sehr anders. Um die Welt zu kennen, brauchen wir ein waches Gewahrsein für die gesamte Welt. Du darfst dich kurz mal zeigen, Eva. Beantwortet das deine Frage? Also du darfst kurz mal sprechen. Durch das Sprechen zeigst du dich nämlich dann. Ja, danke. Das bestätigt das, was ich auch mache. Okay, gut. Vielen Dank. Gut, sehr schön. Danke, Eva. Und da ist die Isa. Frage zur Meditation mit dem Abbild. Wenn ich doch ins Analysieren komme, darf ich, ist es sinnvoll, eine zweite Stütze beizuziehen. Ich schaue den Baum an und sage Baum wiederholt, um aus dem Analysieren auszusteigen. Sind Visualisieren und Rezitieren nicht auch zwei Stützen? Isa, das gehen wir mal gemeinsam durch. Es ist eigentlich nicht sinnvoll, eine zweite Stütze herbeizuziehen, sondern das Analysieren bemerkst du und dann lässt du es sein. Da brauchst du keine zweite Stütze. Und tatsächlich ist dieses Benennen, was du beschreibst, das Benennen vom Baum als Baum, ist es ist ein begriffliches Überstülpen und eigentlich wollen wir in dieser Art Meditation aus dem Sehen eines Baumes rauskommen in ein viel direkteres Sehen, wo Baum nicht unbedingt mehr Baum zu sein hat, ja? Sondern wir wollen es also nicht festschreiben. Deswegen ist zwar das Benennen eine gute Übung für Anfänger der Meditation, um sich zu disidentifizieren und im bloßen Benennen zu bleiben, aber wenn es darum geht, ganz ohne Prapancha, also ohne die nachgeordneten Geistesbewegungen zu bleiben, einfach nur im Schauen, dann ist das Benennen ein überflüssiger Prozess. Kannst du dich kurz mal einblenden, um zu schauen, also für mich auch gut zu wissen, welche Isa es ist, denn... Ja, das bin ich. Grüß dich. Ja. Ja, das hat mich eben schon mehrmals beschäftigt, oder? Also ich habe mir die Antwort schon gedacht, weil es immer nur im Singular genannt wird, die Stütze. Aber ja, ich merke einfach, wenn ich zum Beispiel zurückgehe zur Stütze, auch auf den Atem, dann ist der Körper manchmal trotzdem auch gleich dabei. Und das ist ja logisch. Der Körper das ist ja auch eine Stütze in der Körperwahrnehmung, die Atemempfindung, das ist richtig. Und du brauchst da nicht puristisch unterwegs zu sein, dass gar nichts anderes da sein dürfte, aber du gibst dem keine Aufmerksamkeit, du nährst es nicht weiter.
Okay. Ja. Eben um das Benennen oder weil zwei Dinge beschäftigen den Geist, oder? Das war da hatte ich das Gefühl, besser wieder aus dem Analysieren rauszukommen. Ja, das hilft, das macht es einfacher für dich, aber... Genau, aber langfristig sehe ich schon ein, dass es da schlussendlich wieder loslassen und ja, es trotzdem sein. Ja. Okay. Und das zweite war dann mehr eine zusätzliche Frage, oder? Wenn wir visualisieren. Das ist eigentlich wie eine andere Frage noch. Visualisieren und rezitieren, also von Texten mit Visualisationsinstruktionen, mit Preisung, mit Opferung, da ist die Stütze eine ganz große, breite Stütze. Und zwar nehmen wir mal das Beispiel der Amitabha-Praxis. Wir würden mit der Visualisation und Rezitation in dieses reine Land von Amitabha einsteigen und mit den Augen des Buddhas sehen. Ja, und das ist eine ganz breite Stütze und innerhalb dieser Stütze des Devachan, also der Visualisation von Amitabha inmitten von Devachan, da können wir uns bewegen. Das ist so ein bisschen wie wenn du den Atem als Ganzes nimmst und innerhalb der Atemempfindung mal oben sein kannst, mal in der Mitte, mal unten, mal mehr beim Ausatmen, mal beim Einatmen. Haben die meisten Stützen einen gewissen Bereich, in dem man sich aufhalten kann. Es gibt natürlich ganz kleine, präzise Stützen, aber die Vajrayana-Stützen sind meistens bewusst weit, weil sie uns einen Weg zeigen wollen, in unserer normalen Welt anders unterwegs zu sein. Deswegen sind diese sogenannten reinen Länder, also das Schauen in eine Welt mit den Augen des Jedams, des Buddhas, die sind sehr weit und beinhalten andere Gottheiten, also andere, wie bei uns, die anderen Menschen, beinhalten zum Teil Tiere, Pflanzen, Bäche, Leichenäcker, Yogis, Stupas und so weiter. Da ist ein Haus, ein Palast. All die Elemente unseres normalen Lebens, die sind da auch mit drin, aber ein bisschen anders. Weil das Wichtige ist, in eine andere Art des Schauens zu kommen. Es geht also weniger darum, eine kleine Stütze zu machen, sondern uns die Möglichkeit zu geben, unabgelenkt in der Schau des Buddhas zu verweilen. Und manchmal sind im Vajrayana dann auch ganz kleine Visualisationen, also nur die Spitze der Keimsilbe in deinem Herzen, nur das oberste kleine Pünktchen. Ja, so, das gibt's auch. Okay, gut, danke Isa. Jetzt schaue ich mal, ob da noch mehr ist. Nein. Da oben Ich hatte noch eine Frage. Henk, ja, ich habe da oben was von dir gelesen mit irgendwelchen Pixel. Was war denn das? Ist das eine Frage? Ja, das ist eine Frage. Ich habe ein Q gemacht, das Question auf Englisch. Die Frage ist, du hast gesagt, die Input gibt das Gestalt und das Gestalt gibt Papancha. Und da hast du gesagt, lieber keine Papancha. Das ist noch nicht ganz gut gelungen, die Papancha zu stoppen. Und die Frage ist, kann man auch stoppen bei der Formation des Gestalt? Also die Pixel kommen, aber man interpretiert sie nicht. Das hilft mir manchmal, um auch das Gestalt zu stoppen. Ja, Henk, man kann es versuchen, dass sich Schallwellen, Lichteindrücke nicht zu Gestalten formen. Aber es ist so ein automatischer Prozess, dass du normalerweise zu spät kommst. Ja? Du hörst einen Klang und hast das Wort schon verstanden. Das Wort nicht zu verstehen ist sehr, sehr schwierig. Ja? Und es ist auch nicht so wichtig, weil da entsteht noch kein Dukkha, da entsteht noch kein Leid. Das Leid entsteht erst beim Anhaften an den Vorstellungen.
Also bei den weiteren Prozessen, die das Wahrgenommene verarbeiten. Ja? Der Rest ist unerheblich. Auch ein Buddha würde gestalten, wahrnehmen und so weiter, aber er würde nicht so viel, er würde keine Energie mehr verwenden, alles immer in die Schubladen einzusortieren. Ja? Okay. Also dieses besser das Zweite nicht. Besser das Zweite, denn das Erste, das führt in so einen Zustand des undifferenzierten Wahrnehmens und das ist gar nicht förderlich, weil wir brauchen ja auch als Erwachte das differenzierte Wahrnehmen. Okay, danke. Okay, gerne. Dann klinke ich mich jetzt hier mal aus und wir machen mit dem Unterricht weiter. Oder habe ich jemanden vergessen? Dann dürftet ihr euch jetzt noch laut schalten und euch melden. Aber hier meinen Computer klappe ich zu. Und du darfst mich auch aus dem WLAN rausnehmen. Vielleicht komme ich selber dran. So. So, da bin ich wieder. Jetzt ist mir das Mikro abgespickt. Keine Fragen mehr im Busch? Hallo, ich habe eine Frage reingestellt, aber scheinbar irgendwie falsch abgesandt. Das hört sich nach der Stimme von Hanna an. Kannst du mal auf Sprecher gehen? Ja? Hanna, ja? Ja, und zwar, ja, so ist deutlicher. Ja? Die Frage, Moment, die Formulierung. Habe ich vielleicht was übersehen oder übersprungen? Aber du darfst es einfach Nein, mit... das war ich wahrscheinlich falsch geschickt. Und zwar die Frage ist wahrscheinlich schon beantwortet, aber trotzdem sind die Bilder beim Spüren, die ich als Sehen auftauchen, die zwar schon früher wahrgenommen, also wiedererkannte Bilder vom gemeinsamen Pool, oder sind sie eher einfach? Ist das eine Frage nach dem Was? Oder sind sie einfach unfassbaren Ursprungs? Wie ist es möglich, in dem Zusammenhang statt spüren zeitweise sehen? Ja, okay. Ja, das ist ein Teil der Frage. Ja, und ich verstehe auch einen Teil der Frage. Also erstmal muss ich etwas klären zu diesem Ausdruck Abbilder. Das Wort Bilder oder Abbilder kommt aus dem visuellen Bereich. Aber tatsächlich wird es im Abhidharma benutzt auch für Klangbilder. Zum Beispiel, ich klatsche jetzt mal und das Hören von Klatschen ist ein inneres Abbild. Wir schaffen uns ein Klangbild. Und so gibt es auch Körperbilder, das heißt, ich kann mir das vorstellen oder ich kann es erleben, aber ein stechender Schmerz im Knie oder ein Jucken, ich habe mich ja gerade hier an der Augenbraue gekratzt, ein Jucken an der Augenbraue, das in sich wird auch Bild genannt. Und was du jetzt beschreibst, ist, dass zusätzlich zu diesen Bildern, diesen Gestalten im jeweiligen Sinnesbereich können auch noch assoziativ andere Bilder auftauchen. Ja, und dieser Prozess, der ist ganz spannend, dass körperliches Erleben mit emotionalen Bildern einhergeht und im intensivsten Fall vielleicht mit traumatischen Erfahrungen aus der Kindheit. Also da kann plötzlich was auftauchen, weil es durch eine ähnliche Empfindung aus dem Pool deiner gemachten Erfahrung kann dann etwas auftauchen, was früher ganz stark war. Und das ist nicht der Pool von den Erfahrungen anderer Menschen, sondern das ist der Pool dieses Geistesstroms. Auch wenn die Bilder so eine Art Universum, Schwimmendes im Universum, ich sehe den Zusammenhang zum Atmen. Die Bilder bekommen Farbe beim Einatmen, beim Ausatmen verlieren sie alle Farbe und ziehen sich zurück. Dadurch entsteht ein Aufgehen und Zusammenziehen wie, ja. Ja, ich kann das nicht wissen. Ich weiß nur, dass es dein Geist ist, der das macht.
Ja, also das sind Prozesse in deinem eigenen Geist, die das machen. Und ich kann nicht wissen, aus was sich das in deinem Erleben zusammensetzt. Und das wird auch wieder aufhören. Das ist jetzt mal so, wenn du es stärker fixierst, wird es lange so bleiben. Wenn du es wenig fixierst, wird es sich bald wieder auflösen. Ja, also das sind Prozesse in unserem eigenen geistigen Erleben. Da ist irgendwie im Hintergrund die Frage, gibt es ein eigenes geistiges Erleben? Ja, genau. Ich habe diese Hintergrundfrage schon gehört und erstmal ist es gut so zu arbeiten, dass du alles, was du erlebst, mit dem Erleben deines eigenen Geistesstroms verbindest. Es gibt ja so viel auch Sprechen über Akasha-Chronik und dergleichen, also wie Menschen in der Lage sind, sich auch in andere Geistesströme und die Erfahrung anderer Geistesströme einzuspüren. Aber das ist eine sehr subtile Dimension, das ist im Normalfall nicht aktiv in uns. Das sind unsere eigenen karmischen Eindrücke und das, was wir daraus dann zusammensetzen, wie wir das zusammenbauen. Ja, danke, das mit dem Karmischen, das passt für mich ganz gut. Okay. Ich sehe da oben noch so eine Hand. Hat jemand die Hand gehoben? Darfst dich laut stellen. Ich kann das hier aus der Entfernung. Ja, hallo Tilman, grüß dich. Grüß dich. Folgende Frage habe ich. Vorhin in der Meditation sagtest du, dass die körperlichen Empfindungen eigentlich im Prinzip geistige Prozesse sind. Ja. Dann ist doch, wenn ich das in der Konsequenz weiterdenke oder weitererlebe, dann wäre doch dieses Ich-Gefühl im Prinzip eigentlich auch permanent ein geistiger Prozess, der von anderen Empfindungen oder von anderen Phänomenen sich eigentlich nicht unterscheidet. Und wenn das der Fall ist, wäre die Konsequenz für mich daraus, dass somit der innere und der äußere Raum eigentlich aufgehoben werden. Ja, das ist alles sehr logisch. Und ich denke, wir kommen heute oder morgen kommen wir noch dazu. Das spricht Dakpotashi Namgyal auch an. Und so wie du es jetzt ausdrückst, kann ich deine Schlussfolgerung eigentlich unterstützen, kann ich sie unterschreiben. Okay, gut, vielen Dank. Okay, dann, da ist noch eine Hand gehoben. Cornelia. Cornelia, du darfst dich laut schalten. Ja, gerne. Ich habe noch eine Frage zum Raum, in dem alles stattfindet. Wir waren so in den Fingerspitzen und das hat sich für mich so wie ein sehr direktes Erleben angefühlt, also also vielleicht war da auch ein Abbild im Spiel, aber für mich war es sehr direkt. Und dann kam dieser Raum, in dem alles stattfindet, und ich war fast ein bisschen enttäuscht, mich so wie zu entfernen oder so. Und ich verstand auch nicht ganz, glaube ich, was gemeint war damit. Ja, Cornelia, das war auch ein etwas abrupter Übergang, das gebe ich zu. Was in den Fingerspitzen stattfindet, das würde man ein Abbild nennen. Es findet eine geistige Repräsentation von Empfindungen in den Fingerbeeren statt. Ja? Und ich wollte euch einfach zeigen, wie sich dieses Erleben ändert, wenn wir eine andere Dimension des Erlebens, also nicht so das Direkte drauf sein, sondern wenn wir mehr raumhaft erleben, wie sich das ändert. Und tatsächlich hast du es als schade empfunden, nicht mehr so intensiv mit diesen Empfindungen verbunden zu sein. Und das ist natürlich ein Ausdruck dafür, dass es erstmal angenehme Erfahrung war, deswegen fandst du es schade. Aber stell dir vor, du hättest einen Schmerz und du könntest diese diese raumhaftere Wahrnehmung haben, dann würde das sehr erleichternd wirken. Es ging mir nur um das Prinzip, dass wenn wir auf eine andere Qualität des Erlebens achten, dass sich dadurch schon das Erleben selbst dann wieder verändert. Nur darum ging es eigentlich. Aber gibt es dann überhaupt direktes Erleben, nicht über ein Weißt du, das gibt es nicht, weil wenn du müsstest, was wäre dann direktes Erleben? Es läuft halt schon, sagen wir mal jetzt anatomisch, physiologisch gesprochen, läuft es halt übers Hirn. Und direkteres Erleben als das gibt es nicht.
Ne, wir sind nicht in der Lage zu erleben, wenn wir die Nerven durchtrennen und versuchen nur irgendwie, dass der Fuß sich selber spürt. Das tut er nicht. Ne? Der Fuß kann sich nicht selber spüren, sondern wird tatsächlich im Hirn gespürt. Das ist jetzt mal so medizinisch-anatomisch gesprochen. Aber tatsächlich, das, was wir da Bewusstsein nennen, Körperbewusstsein, ist geistiges Erleben. Und das ist das direkteste Erleben, was wir haben. Noch direkter geht es nicht. Nur wir können weniger nachgeordnete Prozesse haben. Also ob ich das mag oder nicht mag, das kann ich sein lassen. Ob ich das jetzt noch benennen und einsortieren muss, das kann ich sein lassen. Ich kann also näher dranbleiben bei dem, was sich als erstes zeigt. Das ist möglich. Okay. Ja, das wäre jetzt die letzte erhobene Hand, die ich noch dran nehme. Wer ist denn? Ich möchte jetzt eigentlich zurückkommen zum Unterricht. Norbert ist das? Manuel. Manuel, okay. Hallo. Grüß dich. Beim Meditieren auf dieses Nicht-Selbst habe ich versucht, was denn mich da noch anhaften lässt an diesem. Und es scheint mir, dass es etwas gibt, was entscheidet, zu meditieren oder zu handeln und nicht zu handeln. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass dieses Entscheiden das Ich ist. Ja, das ist eine sehr naheliegende Schlussfolgerung. Dem müsstest du jetzt mal nachgehen. Ist das Entscheiden eine stabile, immer zu findende Instanz oder ist das Entscheiden ein Prozess? Sind da Kräfte, die mal stärker, mal weniger sind und sogar manchmal weg sind? Da kannst du mal, das sind diese Fragen, mit denen sich Praktizierende beschäftigt haben. Ich will dir das jetzt nicht einfach so, klar kann ich das beantworten, aber ich will es dir nicht wegnehmen, weil das ist genau, wo wir denken. Eigentlich steckt das Ich vielleicht im Willen, im Entscheiden, im Unterscheiden. Ja, das ist genau die Annahme. Wie ist denn das? Ist das eine stabile Instanz, die entscheidet, oder findet einfach Entscheiden statt, ohne dass da eine Ich-Instanz ist? Wie ist das genau? Wie finden Entscheidungsprozesse statt? Ich gebe ein Beispiel für alle. In der klassischen Vipassana-Instruktion über Gehmeditation. Da gibt es doch, es gibt eine Form der Gehmeditation, wo man immer auf und ab geht. Ja, immer rauf und runter. Du legst dir so was hin und du merkst dir das, wo du umkehrst. Und eine Instruktion in der Gehmeditation ist, wenn du ans Ende deiner Laufstrecke kommst, wie findet die Entscheidung statt, innezuhalten, auf welche Seite drehst du dich, wieder in Gang zu setzen, das Gehen. Wie finden all diese Entscheidungen statt? Das ist so ein Klassiker mit einer sehr einfachen Entscheidung. Ja, ich gehe wieder zurück, also es geht wieder zurück. Wo wird diese Entscheidung getroffen? Wie geht das? Und bitte mach das doch. Okay, möchte ich allen empfehlen. Ja, ist da jetzt noch jemand nein, okay, dann können wir jetzt wieder in den Unterricht, in den andere Form des Unterrichts gehen. Also, ich muss noch mal zurückkehren zu dem, was wir gerade gemacht haben. Ihr habt vielleicht gemerkt, bei dieser dritten Kategorie allumfassender Meditationsobjekte, dass es hier um die Beschreibung einer Haltungsänderung geht. Ich kann alles mit der Haltung meditieren, was passiert, oder mit der Haltung, wie kommt es dazu, wie ist es. Das Was oder das Wie, das sind zwei ganz grundlegende Ausrichtungen des Interesses, und dieses Interesse, das ergänzt sich natürlich. Wenn ich genau sehe, was los ist, dann kann ich
hinschauen, wie es dazu gekommen ist, wie es sich gegenseitig bedingt. Das ist dann wieder, wenn Geistesruhe, also das bloße Wahrnehmen von so ist es, wenn das geschieht, das ist da, wenn sich das verbindet mit Einsicht, deshalb geschieht es. So entsteht Leid und so entsteht es sich auf. Das ist Einsicht. Da brauchen wir die Zusammenhänge. Die beiden müssen zusammenkommen und es ist schön, wenn ihr in eurer Praxis darauf achtet, dass ihr immer ein bisschen von beiden Aspekten habt, dass ihr nicht nur die eine oder die andere Art praktiziert. Ja, nur eine konstatierende Geistesruhe zu praktizieren, führt nicht aus Samsara heraus. Und ein Interesse für das Wie, also eine Einsichtsmeditation zu praktizieren, ohne ein wenig Klarheit und Stabilität im Geist zu haben, führt zu jeder Menge falscher Schlussfolgerungen, weil wir nicht fein genug, nicht genau genug im Beobachten sind. Deswegen beides. Und beides immer weiter verfeinern. Okay, und jetzt würden wir dann zum vierten kommen. Und die vierte Art der allumfassenden Meditationsobjekte heißt es hier im Deutschen, sich auf das Erfüllen des Zwecks auszurichten, bedeutet, sich wiederholt mit einem Meditationsobjekt vertraut zu machen, indem wir uns dabei von hinderlichen Mustern lösen, erreichen wir das Ziel tiefer Sammlung. Hier ist die Antwort, die nicht genau drin steht, warum ist es allumfassend? Weil wir einfach alles, was uns begegnet, immer mit derselben Meditation beantworten. Okay? Also, was auch immer kommt, ich gehe damit in die Atemmeditation. Oder ich gehe damit in die Meditation auf Körperempfindung. Oder was auch immer kommt, ich gehe ins Yidam-Bewusstsein, Chenrezig oder Tara zu sein. Was auch immer kommt, immer dieselbe Meditation. Und da entdecken wir etwas, dass wenn wir geschickt genug sind, dann können wir mit einer Art zu meditieren eigentlich in allen Situationen zu einer gewissen Lösung, Klarheit und Einsicht kommen. Der Buddha hat das ja durchexerziert mit uns im Anapanasati Sutta, wo er die Atemmeditation genommen hat. Auf wie viele Arten wir den Atem einsetzen können. Atem mit Körperwahrnehmung, Atem mit geistigen Bewegungen, Atem mit Stimmung und geistiger Befindlichkeit verbinden, Atem mit Erkunden der Dharmas verbinden, also der Phänomene. Man kann das alles verbinden miteinander. Und eigentlich ist Atemempfindungen sind nur ein regelmäßig auftauchendes An- und Abschwellen von Empfindungen. Und das lässt sich mit allem verbinden. Und deswegen wird ein Meditationsobjekt nicht unbedingt allumfassend, weil es per se allumfassend wird, sondern es wird eine geeignete Antwort auf alle oder fast alle Situationen, weil wir so geschickt darin werden, diese Art zu meditieren mit allen Situationen zu verbinden. Das heißt, wir richten uns auf das Erfüllen des Zweckes aus. Der Zweck, zum Beispiel, wenn unser Zweck ist, in tiefe Sammlung zu kommen. Wir sind ja jetzt im Shamatha, wir sind in Shamatha-Sektion. Unser Anliegen ist, immer wieder, egal was kommt, in dieses einfach nur wahrnehmen, ohne kommentieren, ohne emotionale Extraschlaufen. Wenn das unser Ziel ist, das ist unser Zweck, dann können wir jedes Mal dieselbe Meditation nehmen und die wird uns so vertraut, dass wir mitten im Streit den Atem spüren können und aus den ganzen
Reaktionen aussteigen, okay. Genauso mit, wenn wir ins Begehren kommen, nicht nur bei Ärger, Begehren, Stolz, nehmt, was ihr wollt, Angst, Angstattacke, spüren, Körperwahrnehmung, atmen. Es geht für jede Situation. Weil uns klar ist, worum es geht. Es geht jetzt um das eine, und zwar aus dem zwanghaften Reagieren auszusteigen. Und so müssen wir natürlich klar sein darüber, was ist mein Anliegen. Das schimmert da so durch bei dieser Instruktion. Uns muss klar sein, welches Anliegen ich eigentlich verfolge. Also, ich gehe jetzt in den Vajrayana nochmal, ein Beispiel Chenrezi-Praxis. Man kann jede Situation mit der Meditationsstütze des Om Mani Padme Hum, das Mantra Om Mani Padme Hum oder Padme Hum, können wir in jeder Situation benutzen. Aber was ist eigentlich unser Anliegen dabei? Ist das nur, uns geschickt abzulenken? Nein. Wir müssen genauer hinschauen, was ist das Anliegen? Naja, wir könnten das ja mal für uns definieren und sagen, jedes Mal, wenn ich Om Mani Padme Hum rezitiere, dann möchte ich in dieses große Mitgefühl hineinfinden, in ein Mitgefühl, was nicht vergegenständlicht. Deswegen ist es groß, weil es schlussendlich non-dual ist. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann werde ich Bodhicitta, also den Geist des Erwachens mit diesem weisen Mitgefühl, dann kann ich das in jeder Situation kultivieren, kontaktieren, mit Hilfe der Stütze von Om Mani Padme Hum. Aber es muss uns der Zweck klar sein. Es muss uns klar sein, was für ein Ziel wir eigentlich verfolgen mit der Stütze. Wofür ist sie eigentlich da? Okay, und dann wird mein Meditationsobjekt allumfassend, wenn ich mich ganz auf das Erfüllen dieses Zweckes, dieses Zieles ausrichte. Können uns damit dann von hinderlichen Mustern lösen, also all den ich-bezogenen Mustern, und Fortschritte auf dem Weg machen. Okay, das wäre jetzt eigentlich der Einstieg. Die Sonne scheint da drauf, ich kann gar nicht sehen, wie viel Uhr es ist. Kannst du mal gerade den Wecker? Ja, danke. Wir könnten jetzt eigentlich den Klassiker nehmen und das mit der Atemmeditation machen. Weil ich versuche, Beispiele zu nehmen, wo jetzt nicht vorausgesetzt ist, dass ihr Kontakt zum Vajrayana habt. Wir könnten jetzt eine Meditation machen, wo wir den Atem als Grundlage nehmen. Aber ehrlich gesagt, da wir jetzt schon 10:10 haben, mache ich besser jetzt 5 Minuten Pause, dass alle nochmal austreten können, und dann machen wir eine Dreiviertelstunde den Rest der Sitzung als Ganzes. Ja? Dann mache ich das mit der Atemmeditation danach. Also, wir treffen uns wieder 15:15 in 5 Minuten. Kannst du beide hoch machen? Hast du mich ausgestellt?
Bei der Kanne hier musst du immer darauf achten, dass der Deckel dir nicht auf die Tasse donnert. Ja? Der rutscht sehr schnell, wenn nicht mehr so viel drin ist. Das ist off, gut. Kannst mich laut stellen. Richtet euch ein, dass ihr euch einigermaßen angenehm fühlt für eine längere Reise. Es kann sein, dass wir jetzt länger als eine halbe Stunde meditieren. Denn Anliegen dieser Meditation ist, euch immer mit Bezug auf den Atem durch verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der Atemmeditation zu schicken. Und ich werde mich dabei an den 4 Satipatthanas, also dem vierfachen Kultivieren von Gewahrsein, orientieren. Ja, und einige machen das schon richtig. Was heißt schon richtig? Es hilft natürlich, wenn ihr gar nicht unbedingt auf dem Bildschirm schaut. Wenn ihr euch so ein bisschen seitlich dreht und vom Bildschirm wegschaut, ist es unter Umständen hilfreicher für euch, sodass ihr sehr unabgelenkt sein könnt. Wie der Buddha so sagte, wir setzen uns hin an einem geeigneten Ort, nehmen eine bequeme Sitzhaltung ein, lassen die Aufmerksamkeit, damit meint er den Blick, so in den Bereich vor uns sich sammeln, irgendwo, wo unsere Augen eine gute Stütze haben. Wir dürfen die Augen auch schließen.
Mit dem tiefen Entschluss, jetzt möglichst unabgelenkt bei der Sache zu bleiben, richten wir die Aufmerksamkeit in die Empfindungen des Einatmens, Ausatmens. Da ist das Gewahrsein während des Einatmens, Gewahr am Umkehrpunkt, Gewahr beim Ausatmen, Gewahr am Umkehrpunkt. Zu Anfang mögen die Atembewegungen noch größer sein. Wir können uns auch tiefe Atemzüge einfach gönnen. Und dann überlassen wir den Atemrhythmus sich selbst. Zunächst sind wir ganz bei den Empfindungen des Heben und Senkens des Brustkorbs, das Gefühl der einstreichenden Luft, das Gefühl der ausstreichenden Luft. All die Empfindungen des Atmens, von den Nasenflügeln angefangen, bis hinunter in den Bauchraum. Das ist diese Phase der Atemmeditation, wo wir die Aufmerksamkeit auf dem Atem reiten lassen, innig verbunden. So wie ein Reiter, eine Reiterin mit jeder Bewegung des Pferdes mitgeht, ohne je den Kontakt zu verlieren. Wir können sagen, das ist eine nahezu ausschließliche Aufmerksamkeit auf die Atemempfindungen. Nichts anderes zählt. Wir gehen ganz auf im Erleben des Atems.
Mit dieser Form des ausschließlichen Verweilens mit den Atemempfindungen können wir jeden diskursiven Prozess des Denkens unterbinden, können ein einfaches Sein finden, können uns aus emotionaler Verstrickung lösen. Wir können hier aber auch schon lernen, voller Selbstmitgefühl zu atmen, Selbstliebe, und indem wir so einatmen, dass uns der Einatmen gut tut und der Ausatmen genauso gut tut. Ein Geschenk des Einatems und das Geschenk des Ausatems. Atem als Unterstützung für das Entwickeln von Selbstfürsorge, von warmen Gefühlen uns selbst gegenüber. Das könnten wir lange Zeit praktizieren. Ich gehe schneller vorwärts. Der Buddha lädt uns ein, das Atemgewahrsein auszudehnen auf den ganzen Körper. Beim Einatmen des gesamten Körpers bewusst zu sein. Beim Ausatmen den ganzen Körper zu spüren. Einatmen spüren wir den ganzen atmenden Körper. Ausatmen spüren wir den ganzen atmenden Körper. Und wir wissen ja, wie die Atemluft den gesamten Körper nährt und wie die Abatemluft, also die ausfließende Luft, den ganzen Körper entlastet. Und so können wir uns wieder mit Fürsorge und Mitgefühl und Liebe für diesen Prozess des Ganzkörperatmens öffnen. So als würde der Einatmen unmittelbar den ganzen Körper nähren und der Ausatmen den ganzen Körper entlasten.
Und beim Buddha geht es damit weiter, dass wir bemerken, wie gut das tut. Wie sich die körperlichen Gestaltungen beruhigen, besänftigen. Da ist so etwas Ausgleichendes, dadurch, dass wir den ganzen Körper atmen lassen, gleichen sich die Körperempfindungen ein wenig aus. Wir können das nutzen, wenn wir emotional aufgewühlt sind. Wenn wir einfach so ein- und ausatmen und die körperlichen Anspannungen, die der Spiegel dieser Emotionen sind, wahrnehmen, aber nicht dabei verweilen, sondern den ganzen Körper spüren. Alles durchatmen. Und obwohl wir eigentlich nur diese gelassene, liebevolle Einstellung allen Körperempfindungen gegenüber praktizieren, beruhigt sich auch der Geist. Die emotionale Aufgewühltheit wird genau in dem Maße weniger, wie sich die Körperempfindungen beruhigen. Und der Buddha empfiehlt uns, die Aufmerksamkeit dahin zu richten, wie gut das tut. Wie gut sich das im geistigen Erleben anfühlt. Wie gut sich das im Körper anfühlt. Er spricht von Freude und Glückerfahrungen. Einfach nur, weil wir so bewusst atmen, ohne an irgendetwas festzuhalten. Und wir entdecken, dass das gleichmütige, nicht festhaltende Atmen im Bewusstsein aller Körperempfindungen zu Freude und Glück beiträgt. Und dann passiert ganz von selbst, dass wir bemerken, wo wir noch gar nicht so freudig und glücklich sind, dass da Gedanken kommen, mehr oder weniger emotional. Wir beginnen mit den geistigen Gestaltungen zu atmen.
Einfach alles, was da auftaucht, anzunehmen und fließen zu lassen. Einatmen, ausatmen. Frei von Bewerten. Auch wenn gerade gar nichts passiert, einfach dieses Erleben von nichts Besonderem durchatmen, fließen lassen. Und tatsächlich passiert dadurch, dass noch weniger passiert. Diese entspannte Grundhaltung des einfach Atmens im Gewahrsein aller geistigen Gestaltungen, das beruhigt auch die geistigen Gestaltungen. Tauchen immer wieder irgendwelche Dinge auf, Gedanken, irgendwelche Geistesbewegungen und wir atmen weiter. Wir lassen uns nicht davon abbringen, immer mit diesem fließenden Ein- und Ausatmen verbunden zu sein. Wer mit offenen Sinnen meditiert, wird merken, dass das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken genauso einbezogen sind wie die Körperwahrnehmung und die geistigen Erfahrungen. Wir durchatmen unser ganzes erlebendes Sein, alle Kanäle, alle Sinnesfelder. Und da tauchen vielleicht noch subtilere Wahrnehmungen auf. Der Buddha sprach davon, sich jetzt mehr dem Geist selbst zuzuwenden, den feinen Gefühlen vielleicht von Anspannung, Stimmungen in uns. Vielleicht gibt es noch Reste emotionalen Geschehens, die so eine Stimmung, so einen Geschmack hinterlassen haben. Ein- und ausatmend
durchatmen wir all diese Erfahrungen. Es ist so, als würden wir in die subtilsten Bereiche unseres Seins hineinatmen. Was tatsächlich passiert, ist, dass dieses liebevolle Annehmen und Unterstützen in alle Bereiche des Erlebens hineinfließt. Kein Bereich unseres Seins wird ausgeschlossen. Unsere Ängste, unsere Bedürfnisse, mit Hilfe des äußeren Atems entdecken wir den inneren Atem. Mitgefühl, Liebe, Weisheit. Diese warme, fast räumlich spürbare Offenheit in uns. Dieses fließende Sein. Der Buddha benutzt hier die Worte einatmend und ausatmend erfreuen wir den Geist. Wir erfreuen ihn, weil wir ihn darin unterstützen, sich aus Verspannungen zu lösen. Und das tut so gut, dass es zur Folge hat, dass der Geist ganz friedlich wird. Er sammelt sich wie von selbst, er verweilt im Ein- und Ausatmen, in dieser großen Einfachheit. So ganz einfaches Sein. Wir brauchen gar nicht intensiv zu atmen, damit das so ist.
Einfach sein und atmen lassen, auch wenn der Atem ganz flach wird, ganz fein. Und dann spricht der Buddha davon, ein- und ausatmen, den Geist zu befreien. Befreien bedeutet hier, ihn zu befreien von allen Vorstellungen, dass er ruhig sein müsste, dass dieser Zustand anhalten müsste. Alle Vorstellungen hinter uns lassend, atmen wir ein und atmen aus, ganz offen für das, was sich von selbst zeigt. Ein- und ausatmend empfiehlt uns der Buddha dann, unsere Aufmerksamkeit auf die Natur der Phänomene zu richten, auf die Dharmas. Für gewöhnlich beginnen wir da auf die Dynamik zu achten, diese unbeständige Natur des Seins. Die Frage des Wie schiebt sich in den Vordergrund. Und wir wollen uns heute mit der Frage Wie beschäftigen. Wie kommt es, dass ich so ruhig geworden bin? Ein- und ausatmend erspüre ich, und bemerke, dass da wohl ein Zusammenhang ist, dadurch, dass kein Greifen stattfindet. Immer wenn ich wirklich im Fließen bleibe, wenn da dieses Fließen sich zeigt, dann ist keine Anspannung spürbar. Ein- und ausatmend bemerken wir, wie die unnötige Anspannung weniger und weniger wird. Wir sehen, wie Leid und Blockaden weniger werden.
Ein- und ausatmend. Einfach so. Frei von Dukkha. Frei von Stress. Völlig gelöst. Und es atmet weiter in völliger Gelöstheit. Vielen, vielen Dank. Komm, wir rücken diesen Tisch mal ein bisschen zu mir. So. So, ihr schönen Menschen. Das war eine kleine Einführung ins Anapanasati. Wir haben die 16 Schritte der Anapanasati-Meditation miteinander gemacht, genauso wie es der Buddha vor 2500 Jahren erklärt hat. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass irgendwie alles enthalten war. Wir sind über das einfache Atmen in die Körperempfindung gegangen, die körperlichen Gestaltungen, sind weitergegangen ins geistige Erleben, die geistigen Gestaltungen, haben immer darauf geachtet, dass wir uns gut tun, dass wir uns nicht stressen, mit Liebe, Mitgefühl unterwegs sind, mit Selbstfürsorge. Und wir sind dann weitergegangen, haben uns den subtileren Aspekten unseres Geistes zugewendet,
Ich bin froh, wenn ihr eure Videos anmacht. Ich bin gerade dabei, mich hier ein bisschen durchzuklicken und euch zu sehen. Es ist ganz wunderschön, wenn ihr jetzt auch so reagiert. Vielen Dank. Und wir sind dann von den subtileren Schichten des Geistes, wo wir auch noch Spannung rausgenommen haben. Auch die Anspannung, es müsste irgendwie sein. Ja, all das haben wir durchlebt. Und da könnte man, egal welche Emotionen, egal welche Herausforderungen gerade haben im Leben, wir würden anfangen mit dem einfachen Atmen, wenn in die Körperempfindung gehen, gucken, wie sich das schon mal beruhigt, indem wir so einfach mal atmen im Gesamtkörpergewahrsam. Dann nehmen wir alles hinzu, was im Geist noch so aktiv ist. Und dieselbe nicht wertende Einstellung. Gucken, was subtiler noch übrig ist. Und nachher wird es stärker mit dieser Einsichtsmeditation, mit dem Wie. Das ist aber schon von Anfang an dabei. Wir haben ja schon bei den Körperempfindungen gespürt, dass es was mit dem Geist zu tun hat. Es ist ja nicht so, dass die Wie-Frage und die Einsicht warten, bis wir bei der 4. Stufe ankommen. Das ist ja immer schon dabei. Und das ist so etwas, da können wir dann weitergehen bis in den Prozess der Befreiung hinein. Zum Schluss sind wir einfach in völliger Gelöstheit. Für den Buddha ist dieses Sehen und das Abnehmen der Ursachen für Wiedergeburt, Abnehmen der karmischen Kräfte, Abnehmen des Leides, dann das Ende, was wir erleben, das ist für ihn Erwachen. Und das Verweilen in völliger Gelöstheit zum Schluss könnte das völlige Erwachen sein. Aber es reicht schon, wenn wir einfach in unserer völligen Gelöstheit landen. So gelöst, wie es für uns halt einfach geht. Und das ist so ein Passepartout, Atemmeditation. Ich hätte jetzt dasselbe mit euch mit dem Om Mani Padme Hum machen können. Wir hätten irgendeine andere geeignete Meditationsstütze nehmen können und hätten auch durch all diese Bereiche hindurchwandern können. Das geht. Es liegt an euch, tatsächlich diese Stützen, mit denen ihr vertraut seid, mit denen ihr gerne unterwegs seid, ja, dass ihr die selber anwendet, um sie möglichst weit sich anwenden zu lassen. Und das ist dann für euch ein Geschenk, weil ihr nicht mehr suchen müsst, welche Stütze, welche Meditation braucht es denn jetzt für meine jetzige Situation, weil ihr gelernt habt, eure vertraute Meditationsherangehensweise möglichst breit zu nutzen, so auf ganz viele Bereiche. Und dann gibt es vielleicht hier und da mal noch eine Situation, wo ihr merkt, da gehe ich mit was anderem dran. Aber eigentlich versuchen wir mit unserer Hauptpraxis alles zu leben. Wenn wir zum Beispiel Guru-Yoga praktizieren. Ja, Guru-Yoga ist eine Form der Hingabe an die Zuflucht, an die Erwachten, mit dem Wissen, dass es sich um meinen eigenen Geist eigentlich handelt, dass der Guru, der Buddha, eigentlich Spiegel meines eigenen Geistes ist, dann können wir den Guru-Yoga in jeder Situation anwenden. Das ist auch so eine Passepartout-Praxis. Ich könnte jetzt wirklich fast jedes Beispiel nehmen und es ist unser Verständnis von unserer Meditation, was uns dann hilft, sie so breit zu benutzen. Wenn wir ein enges Verständnis haben, nehmen wir mal den Atem wieder, stellen wir mal uns vor, wir hätten ein Verständnis von Atemmeditation, wo es darum geht, immer an der Nasenspitze zu verweilen und das Ein- und Ausstreichen des Atems an der Nasenspitze zu fühlen. Dann wird es uns schwierig fallen, das auf alle Situationen anzuwenden. Seid ihr einverstanden, oder? Das ist dann eine etwas limitierte Anwendung der Atemmeditation. Die hat, obwohl wir sie nicht auf anderes anwenden, trotzdem auch Auswirkungen auf alle anderen Bereiche, hat sie schon,
Aber es geht viel besser, wenn wir das so, wie der Buddha uns das empfiehlt, wenn wir diese 4 verschiedenen Felder des Kultivierens von Anapana, von Ein- und Ausatmen, mit Sati, mit Achtsamkeit, wenn wir das bewusst so ausdehnen und alle diese Felder mit hinzunehmen, ist ja viel geschickter. Und genauso ist es, wenn ich jetzt Guru-Yoga nehme. Ja, Guru-Yoga ist nicht nur Beten. Guru-Yoga ist Einsteigen in die Schau, als ob wir mit den Augen des Gurus schauen würden, in die Schau des Buddhas. Guru-Yoga ist auch ein Verschmelzen lassen, dass der Guru nicht außerhalb bleibt, sondern in meinem Herzen Platz nimmt und ich den Guru in mir entdecke. Und der Guru ist in den Situationen, der Guru ist überall. Ja, wir müssen das ausweiten. Und so ist das mit allen Meditationsmethoden. Es geht darum, ihre vielseitige Anwendbarkeit zu lernen. Und das ist eigentlich mit diesem letzten Punkt gemeint, wenn wir uns auf das Ziel ausrichten. Sich auf das Erfüllen des Zwecks auszurichten, bedeutet, sich auf das Erwachen auszurichten, wie das Erwachen mittels dieser Meditation verwirklicht werden kann. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir alle Meditationen möglichst breit aufstellen. Ja? Dass wir alles so meditieren, dass wir das Maximum rausholen aus unserer geliebtesten Meditation. Und dann wird sie wahrscheinlich auch zu einem Passepartout oder so fast. Ja? So fast. Ich will es nicht behaupten, dass es absolut dann für alle Situationen passt, aber tatsächlich ist Genrin Rinpoches Ansatz so gewesen, dass wir immer die Meditation, die unsere Hauptpraxis ist, dass wir die auf alle Situationen anwenden. Und damit möchte ich euch jetzt in die Pause gehen lassen. Wir haben kurz nach 12. Wir treffen uns um 3 Uhr wieder. Ja? Und ich danke euch, hoffe, es hat euch gut getan. Bis nachher. Viel Freude in der Pause. Wir beginnen mit dem mittleren Gebet und enden mit dem oberen. Sangyen Shendan Sangyen Chonam Lan Janjum Badun Dani Kapsunchi Dagin Shensun Chi Pesenam Chi Jola Penche Sangyen Chumpasho Sangyen Shendan Sangyen Chonam Lan Janjum Badun Dani Kapsunchi Dagin Shensun Chi Pesenam Chi Jola Penche Sangyen Chumpasho Sangyen Shendan Sangyen Chonam La Janjum Padun Dani Kapsunchi Dagin Shensun Chimpe Senam Ji Jola Penche Sangyen Chumpasho Semchen Tamchen Hewadan Dewen Yudan Dempan Chunjin Tunen Dan Dunen Jin Judan Dewan Chunjin Dunen Mimpen Dewan Dampadam Min Dewan Chunjin Nirin Chandan Nidan Dawetanam Chimbola Nimpan Chunjin Penden Savela Marim Ponchin Dagin Chiwon Penden
rinchen pöngon ninche sunte kosunte gingen jum zalduso. Willkommen zurück. Machst du es ganz groß? Willkommen zurück in der Praxis der Mondstrahlen des Mahamudra. Und ich freue mich riesig, mit euch diese Zeit zu haben, alles wenigstens einmal zu meditieren. Ein Beispiel für all das, was da angesprochen wird. Und wir haben jetzt von den Meditationsobjekten, wir haben jetzt die allumfassenden Meditationsobjekte abgeschlossen. Wir gehen jetzt weiter mit der zweiten Gruppe, Meditationsobjekte zum Reinigen leiderzeugenden Verhaltens. Im deutschen Text sind wir auf Seite 46 und im englischen Text sind wir auf Seite 49. Eigentlich, wenn wir von leiderzeugendem Verhalten sprechen, dann sind das natürlich Muster. Ne? Das ist ein Verhalten mit dem Geist, was dann zu äußerem Verhalten führt. Und eigentlich kann man dieses Kapitel nennen Meditationsobjekte, die die Funktion eines Gegenmittels haben. Okay? Wenn ihr euch noch erinnert an die 5 Stufen des Arbeitens mit leiderzeugenden Emotionen, dann wisst ihr, das erste ist Innehalten, das zweite ist das Anwenden von Gegenmitteln. Und dann kommt als drittes Transformation der Sicht, als viertes die Natur der Emotionen schauen und als fünftes die Emotionen als Weg nehmen. Aber dieser zweite Schritt, die Gegenmittel anwenden, das ist eigentlich hier, was gemeint ist. Wir wenden eine kontemplative, meditative Praxis an, direkt um den Geist auf etwas in die entgegengesetzte Richtung zu lenken, als da, wo er jetzt gerade aufgrund seiner karmischen Automatismen gerade dabei ist, sich zu verstricken oder sich schon verstrickt hat. Und deswegen kriegen wir jetzt hier so ein paar Gegenmittel aufgezeigt. Und das erste ist das Fokussieren auf Abstoßendes, auf wenig Anziehendes, als Gegenmittel zu Begierde. Und das ist eine ungeliebte Meditation. Wer meditiert schon gerne auf Abstoßendes oder weniger Anziehendes? Jetzt ist es so, dass sich die Autoren natürlich völlig bewusst sind, dass was für den einen abstoßend ist, ist für den anderen überhaupt nicht unbedingt abstoßend. Ja, also das ist sehr im Relativen. Und eigentlich geht es nur darum, die Faszination aufzulösen. Also die Faszination mit dem, was wir begehren. Natürlich handelt es sich vor allen Dingen um ein Begehren, was uns dann zu einem Verhalten führt, was tatsächlich schädigend ist. Und dass wir zum Beispiel in bestehende Beziehungen eindringen durch Fremdgehen, dass wir und so weiter. Also das sind so, aber es ist auch ganz einfach, wenn wir merken, also wir sind eine Person, der Kaffee wirklich nicht gut tut, dann sollten wir etwas intensiver über die vielen, vielen Nachteile von Kaffee kontemplieren. Ja, nur so als Beispiel. Ich habe gerade meinen Kaffee getrunken, okay? Also es ist keine prinzipielle Ablehnung, sondern wenn ich es dann brauche, weil ich merke, es tut mir nicht gut, dann muss ich natürlich das, was daran wirklich bedenklich ist, das sollte ich mir mal zugute führen.
Sharma Rinpoche hat diese Meditation geliebt, ja, diese Meditation über das wenig Anziehende, und hat uns empfohlen, doch zum Beispiel bei der Partnerin oder dem Partner oder der Person, in die wir so verliebt sind, da mal zu kontemplieren, so wie es Shantideva zum Beispiel empfiehlt, wie diese Person 5 mm unter der Haut ausschaut. Ja, einfach mal die Haut wegdenken, das, was so äußerlich so attraktiv ist. Oder sich vorzustellen, wie diese Person ist, wenn sie ganz arg krank ist. Oder wenn sie alt und runzlig und schwach ist und pflegebedürftig. Oder wenn sie gestorben ist und ein paar Tage nicht abgeholt wurde. Und, ja, und allmählich sich die Zeichen der Verwesung zeigen. Das sind alte, bekannte Methoden, die uns vielleicht, wie soll man sagen, allein schon die Methode wirkt abstoßend, schon darüber zu hören, weil einige denken, was, das ist doch sowas von altertümlich. Und es handelt sich hier eigentlich um einen Test, um die Möglichkeit, die rein, wie soll man sagen, die rein äußere Begierde, das Anhaften an äußeren Merkmalen unterscheiden zu können von dem, was innerlich anziehend ist. Okay? Was die Faszination mit einer äußeren Silhouette, mit einem äußeren Erscheinungsbild, das sich ja wandelt, diese Faszination, die gilt es aufzulösen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir eine glückliche Partnerschaft führen wollen, dann müssen wir den Menschen hinter der äußeren Hülle lieben. Ja, da muss es etwas geben, was wir auch noch lieben, wenn dieser Mensch mal alt ist. Okay? Dann kann eine Beziehung viele Schwierigkeiten durchstehen, viele Aufs und Abs. Wenn es ans Äußere gebunden ist, dann folgt bei der begehrten Person ein innerer Druck und dann eine Schönheitsoperation nach der anderen, inzwischen ja auch bei Männern, und dann muss man ins Fitnessstudio gehen, dann muss man dieses und jenes machen, um dem äußeren Anspruch gerecht zu werden. Aber hier geht es für uns um das Verstehen eines Prinzips. Es geht jetzt gar nicht darum, dass ich mit euch diese Meditation mache, sondern es geht eigentlich um eine ausgleichende Sicht. Es geht gar nicht darum, das Anziehende abstoßend zu machen, sondern dass genau das, was ich so begehre, das mal in all seinen anderen Facetten auch noch zu betrachten. Also auszugleichen. Wir könnten alles nehmen im Leben. Jemand von euch, ich sehe da jetzt gerade jemanden, wo ich weiß, ist total gerne im Garten. Mit Begeisterung Gärtnerin. Man könnte mal, ja, wenn das Gärtnern zu einer Anhaftung wird, dann könnten wir mal drüber meditieren, was eigentlich die anderen Seiten des Gärtnerns sind. Ja, wie viel da immer wieder manipuliert wird, wie viel da eingegriffen wird, wie der Geist des Nicht-Zufriedenseins mit dem, wie es ist, immer wieder kultiviert wird, wie Insekten dabei auch getötet werden und. Wir könnten einfach mal ausgleichend uns so ein bisschen ernüchtern. Eigentlich geht es bei dieser Meditation um das sich ernüchtern. Wenn ich darüber kontempliere, dass ich mit jedem Kaffee, den ich trinke, mein System weiter in die Übersäuerung treibe und was ich da eigentlich meinem System zumute, dann ist der schöne Geschmack ist eine Sache und dann gibt es eine ganze Menge anderes zu bedenken. Und so geht es eigentlich, es geht immer, wo eine Faszination ist des Begehrens, geht es darum, aus dieser Faszination mich zu kurieren und zu sagen, ja,
die geliebte Person ist auch nur Mensch und wird auch einfach ihre unansehnlichen Seiten haben. Da, wo es mir vielleicht schwerfallen würde. Und wenn ich dann immer noch mit ihr zusammen sein möchte, wunderbar. Wenn ich dann immer noch einen Kaffee trinken möchte, wunderbar. Wenn ich dann immer noch Gärtner möchte, alles in Ordnung. Aber zum Beispiel diese Faszination mit der Natur, die teilen wir zum großen Teil. Viele von uns sind fasziniert von der Natur. Ja, was ist das eigentlich? Das ist eine völlige Überbetonung von etwas Natürlichem, von etwas, was uns umgibt, dessen Teil wir sind in der Natur. Und da könnte man dann auch die Ernüchterung wirklich hineinbringen, wird ständig getötet. Die Natur ist unerbittlich. Ja, die natürlichen Kreisläufe halten von nichts inne. Da gibt es kein Nachsehen. Ein bisschen hier und dort, aber meistens auf die eigene Art, auf die eigene Familie beschränkt. Stürme kennen kein Innehalten, Fluten kennen kein Innehalten. Die wunderbare Natur, jetzt gerade, wenn wir sie so mögen, warum schlafen wir nicht draußen? Ein bisschen kalt, ne? Man kann da erfrieren, ertrinken, verbrennen, man kann verdursten, man kann verhungern, ja, also diese ganze Faszination, wenn das dann ein Thema für uns ist, dass wir fasziniert von etwas sind, dann gilt es so ausgleichend zu kontemplieren und zu meditieren. Okay? Jetzt suche ich mal ein kleines Beispiel. Und wir machen das mit uns selber. Ich schlage euch vor, dass wir mit uns selber, weil wir sind eigentlich diejenigen, mit denen wir am fasziniertesten sind. Wir denken vielleicht, das Begehren wäre am größten denen gegenüber, die wir lieben. Aber tatsächlich ist es vielleicht ganz gut, wenn wir mal unseren eigenen Sterbeprozess und Verwesungsprozess kontemplieren. Seid ihr bereit für so eine krasse Sache? Ja? Wer nicht bereit ist dafür, soll in 20 Minuten wiederkommen. Okay? Ich denke, in 20 Minuten sind wir entgeistert genug. Da kann ich dann aufhören damit. Ich mache mit euch das, wo wir Medizinstudenten alle durch mussten. Wir mussten Körper sezieren. Und wir haben Körper seziert, die schon eine Weile tot waren, die in Formaldehyd eingelegt waren. Und dann gibt es natürlich andere Begegnungen, wie wenn man in Varanasi am Ganges steht und aufgeblähte Bäuche vorbeitreiben sieht und der Rest ist unter Wasser. Ja, es gibt viele solche Eindrücke und ich bereite euch mit diesen paar Sätzen schon ein bisschen darauf vor. Okay? Entscheidet selbst, ob ihr teilnehmen möchtet, aber das ist eigentlich gemeint damit. Es ist eine der guten alten Methoden, um die Faszination mit unserem Körper aufzulösen. Okay, auf geht's. Es ist eine Meditation, Kontemplation, in der wir sehr viel visualisieren und sehr viel vorstellen. Den meisten wird es leichter fallen, wenn ihr dabei die Augen schließt. Dann ist doch für die meisten das Visualisieren etwas leichter. Wir beginnen, als wir geboren wurden. Nein, vielleicht schon vorher. Unsere Mutter hatte einen dicken Bauch. Sie war schwanger. Dann wurden wir geboren.
Wir waren ziemlich bedeckt mit Käseschmiere und Blut. Und dann wurde dieses kleine Menschlein angenommen, etwas abgetupft, vielleicht ein wenig abgewischt, der Mutter vielleicht an die Brust gelegt, also auf den Bauch gelegt. Und dieses kleine Menschlein, völlig hilflos, wuchs dann auf. Immer wieder hat es viel gekräht, ist auf die Nase gefallen beim Laufen lernen. Wir können uns an die ersten Kindheitsbilder vielleicht erinnern, vielleicht gibt es irgendwo Fotoalben. Da ist dieses Menschlein herangewachsen, Kindheit, Jugend. Hat so manche Klippe überwunden. Vielleicht gab es da schon ganz früh mal, gab es vielleicht Situationen, wo wir hätten sterben können. Es ist nicht dazu gekommen. Wir sitzen heute noch hier und kümmern uns um unseren Körper. Ich habe mich heute Morgen für euch rasiert, damit ich nicht allzu unansehnlich aussehe. Wenn ich das ein paar Tage nicht tue, sieht es wirklich übel aus. Es sprießt in alle Richtungen. Stellt euch mal vor, wir lassen alles sprießen. Stellen wir uns mal vor, wir waschen uns nicht mehr so sorgfältig. Wie sich der Geruch verändert. Vielleicht, weil es gar nicht mehr genug Wasser gibt. Wie ist dieser menschliche Körper? Es geht jetzt nur um den Körper. Wie ist dieser Körper, wenn wir ihn nicht täglich pflegen? Die Haare, die Nägel, die Ausdünstung. Wie ist unser Körper, wenn er krank wird, wenn er schwach wird? Wie wäre unser Körper, wenn er keine Operationen bekommen hätte? Ich würde hinken, weil ich mir mal die Hüfte gebrochen habe. Was wäre mit uns ohne die künstlichen Hilfen? Was wäre mit unserem Gebiss? Wie würden wir aussehen? Wie viele Zähne hätten wir noch? Wie gut könnten wir sehen ohne Brille? Wenn wir aus dem Leben gehen, egal wann es soweit sein wird, dann heißt es so schön in den Texten, wir gehen genauso nackt hinaus, wie wir hineingekommen sind. Vielleicht sind unsere Lebenskräfte dann ganz aufgebraucht, vielleicht sind wir schon ausgemergelt, vielleicht waren wir vorher dement. Es kann auch sein, wenn man jetzt nicht die moderne Medizin hätte, dass uns ein Krebs von innen her zerfressen hätte. Aber wie es auch sein mag, ob es ein brutaler Unfall ist, der uns zerfetzt, oder ob es einfach ein langsames Versiegen der Lebenskräfte ist,
Irgendwann ist der letzte Atemzug. Und dieser Körper, der eben noch warm war, der wird kalt. Der bekommt so etwas Kaltes, Wächsernes, geht durch eine Phase hindurch, wo er ganz steif ist. Dann lockert sich die Totenstarre wieder. Aber von innen beginnt die Verwesung. Die Mikroben in uns vervielfältigen sich. Und ich überlasse es euch eurer eigenen Vorstellungskraft, wie das so ist, wenn man uns eine Woche lang nicht kühlen würde, wenn man diesen Körper nicht kühlen würde, wenn er einfach so da liegen würde. Welcher Geruch dann entsteht. Wie sich die Leichen, nicht nur der Leichengeruch verändert, die Leichenfarbe ändert sich, wie der Bauch anschwillt. Ja, alle tun gut daran, diesen Körper schleunigst aus dem Haus zu schaffen. Und normalerweise wird er schleunigst beerdigt oder verbrannt. In den heißen Ländern muss das unmittelbar in den ersten Tagen passieren. Denn sonst werden wir Zeugen eines Verwesungsprozesses. Ihr dürft euch das selbst ausmalen, welche Insekten da alle zu sehen sind, welche Käfer, welche Würmer. Was ist an diesem Körper so Begehrenswertes? Was ist das Leben über an seinen Säften so begehrenswert? Was müssen wir nicht alles tun, um ihn einigermaßen im Gleichgewicht zu behalten, damit er nicht allzu schnell stirbt und in diesen Verwesungsprozess hinübergeht. Ein Verwesungsprozess, der in ein paar Monaten dazu führt, wenn man ihn offen liegen lassen würde, dass kein Fleisch mehr am Körper ist, dass nur noch Sehnen und Knochen übrig sind. Und mit der Zeit zerbröseln auch die. Und es bleibt gar nichts übrig. Irgendwann ist es wirklich einfach alles Staub geworden. Wenn ihr könnt, dann führt euch noch einmal diese verschiedenen Stadien vor Augen. Von mir aus angefangen vom Embryonalstadium über den Fötus, Baby, Kleinkind,
Jugendliche, erwachsen, reiferes Alter, fortgeschrittenes Alter, gebrechliches Alter, auf dem Totenbett und der Körper dann danach. Und jetzt improvisiere ich ein wenig und füge eine andere Kontemplation an. Was für eine Behausung dieser Körper ist. Da tritt ein Geistesstrom, irgendetwas, was diesen Körper belebt, verbindet sich mit diesen Elementen, nutzt ihn während der Lebensspanne und verlässt ihn offenbar im Sterbeprozess, um dann als Geistesstrom weiterzugehen. Und wenn die Anhaftung groß ist, dann wird dieser Geistesstrom versuchen, schnell wieder ein körperliches Zuhause zu finden. Wenn diese Form des Anhaftens sich aufgelöst hat, ist der Geistesstrom vielleicht in der Lage, in seiner eigenen Natur Einkehr zu halten. Und vielleicht entsteht auch der Wunsch, andere zu unterstützen und wieder einen Körper anzunehmen, sei es ein Lichtkörper, sei es auch einen menschlichen Körper, um andere wieder auf ihrer Reise zu unterstützen. Und dann erleben wir Verkörperung als eine große Hilfe, nicht nur für den eigenen Lernprozess, sondern auch, um mit anderen in dieser Lebensform in Kontakt zu treten. Und wer noch weitergehen möchte und wirklich mit erwachtem Gewahrsein diesen Körper annimmt, der braucht ihn nicht schöner zu machen, nicht kräftiger, braucht ihn nicht ewig jung zu halten, sondern kann ihn jetzt schon als Palast des Erwachens erleben, als den ganz menschlichen Körper eines freien Geistes. Als ein wunderbares Mittel, hier präsent zu sein. Und ja, wir kümmern uns um diesen Körper, lassen uns die fehlenden Zähne einsetzen, waschen ihn, schneiden die Nägel, rasieren uns, kleiden ihn, sodass er einigermaßen okay aussieht. Und warum tun wir das? Gar nicht aus Eitelkeit, sondern einfach, um etwas erträglicher zu sein für andere. Ganz bescheiden, einfach nur, damit andere es leichter haben, mit uns in Kontakt zu treten. Ein kleines Angebot einer Bodhisattvi, eines Bodhisattvas, leichter mit uns, durch uns in Kontakt treten zu können mit dem Dharma, mit dem Weg der Befreiung. Und dann ist dieser Körper
einfach ein Mittel der Befreiung. Für uns selbst und für andere. Und den Körper unseres Partners, unserer Partnerin können wir genauso betrachten. Eigentlich einfach das Zusammenkommen von Elementen, die auch wieder auseinanderfallen werden. Atome, Moleküle, die einen gewissen Zusammenhalt haben und dann wieder desintegrieren. Aber zugleich der Sitz, die Wohnung eines potenziellen Buddhas. Ganz ohne Faszination. Einfach nur so, wie es ist. Und wir lächeln über unsere Versuche, ein wenig passabler auszusehen, ein wenig passabler zu riechen, lächeln darüber und sagen, ja, Hauptsache ich falle anderen nicht unnötig zur Last. Dieser Körper ist ein wunderbarer Begleiter, eine Unterstützung auf dem Weg des Erwachens. Durch diesen Körper lerne ich, durch diesen Körper bin ich in Kontakt und kann nicht so schnell weglaufen. Das ist einer der größten Vorteile des Körpers, dass er uns verankert. Das war eine kleine Kontemplation zur Natur unseres Körpers. Ich danke euch fürs Dabeisein. Der erste Teil war der klassische Teil aus dem Gegenmittel gegen Faszination. Und der zweite Teil war der klassische Teil der Kontemplation, wie Bodhisattvas ihren Körper betrachten und wie wir im tantrischen Buddhismus diesen Körper als Sitz der Gottheit, als Sitz des Buddhas betrachten. Und das ist auch ganz wichtig, das ist keine neue Faszination, sondern eine neue Wertschätzung. Wir kümmern uns um diesen Körper. Und auch mit einem Schmunzeln möchte ich euch wissen lassen, dass Genjen Rinpoche mir ins Gewissen geredet hat, Lündrup, zieh dich ordentlich an. Du musst dich gut kleiden. Du musst deine Robe ganz proper tragen. Du trägst sie nicht für dich. Du trägst sie für die anderen. Und deswegen ziehe ich mir wenigstens ein gescheites T-Shirt an, bevor ich mich hier vor die Kamera setze. Ja? Das sind so die kleinen Gaben und wenn man sich beim Anziehen immer daran denkt, das ist eigentlich ein Geschenk für andere. Ich bin gar nicht dabei zu kaschieren, dass mein Körper schon am Auseinanderfallen ist. Brauche ich mal niemandem vorzumachen. Das tut gut. Das ist eine ganz schöne Art, durchs Leben zu gehen. Und ich habe so viele Male an diese Instruktion von Genjen Rinpoche gedacht. Er sagte, kleide dich gut, achte auf dein Äußeres, damit du für andere in Frage kommst als Ansprechpartner für den Dharma. Und das hat er damals einem Mönch gesagt. Das hat er auch anderen gesagt. Und das macht bis heute Sinn. Das wollte ich euch einfach mitgeben. Das alles dient dazu, die Faszination zu korrigieren und gleichzeitig auch in einer Wertschätzung zu bleiben. Eine tiefe Wertschätzung für das, was uns dieser Körper ermöglicht. Er ermöglicht uns große Freuden und kann auch die Quelle von großem Leid sein, wenn wir festhalten. Und kann sein, dass er uns das Sterben, dass unser Anhaften an diesem Körper uns das Sterben schwierig macht. Das ist so blöd.
Das Sterben ist nicht schwierig. Das Anhaften an dieser Existenz, an dieser körperlichen Existenz, das macht das Ganze so schwierig. Okay, darum geht es, das aufzulösen. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mini-Pause, 5 Minuten. Wir lassen die Aufnahme weiterlaufen. Wir gehen nur aus dem Audio raus hier. 5 Minuten Pause, denn es kommt schon wieder das Nächste. Macht euch frisch. Kannst du die Tür zur Toilette aufmachen? Ich habe dort das Fenster aufgemacht, sonst müssen wir da hinten das Fenster aufmachen. Oder das ist ja offen. Und dann ist ja gut. Es wird so warm hier drin. Ja, dann kannst du das in der Toilette doch noch auch zusätzlich aufmachen. Hier einfach die Türe offen lassen, ja. Ich schaue mir mal an, wer da alles unterwegs ist mit uns. Freue mich, euch zu sehen. Schön. Sylvain, comment fais-tu avec la traduction française? Tu n'as pas de traduction? Non. Voilà. À force d'entendre un peu l'allemand, je me dis que je peux quand même le suivre. Ok, ok. Mais pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et je pensais que tu utilises peut-être l'intelligence artificielle pour te faire aider. Je pensais qu'aller là-dessus encore. Ok. Je vais chercher. Ok, ok. Ciao. Ja, schön euch zu sehen. Willst du gerade durch?
mit der Zeit wachsen wir selbst über den Bildschirm so ein bisschen zusammen als Familie. So, ich beginne, also natürlich habe ich den Vorteil, dass ich die meisten von euch kenne. Das ist wunderbar und ich halte mich zurück, keine Namen zu nennen, auch nicht so viele Namen. Aber das ist irgendwie wunderbar. Natürlich wünsche ich mir, dass wir uns wenigstens einmal im Jahr oder zweimal im Jahr auch so richtig live treffen. Aber jetzt gerade ist das natürlich super, dass wir diesen Kurs so einfach online weiterführen können, bis wir dann nächstes Jahr den über den grünen Baum machen können. Übrigens ist der Meditationsraum gerade fertig geworden im grünen Baum. Ist also jetzt perfekt mit Licht und Parkett und so weiter. Alles, was es braucht. Dieser Teil des Hauses kann jetzt benutzt werden. Und da wird es dann nächstes Jahr weitergehen. Christa, du hast es dir ja ganz gemütlich gemacht da draußen, ha? In der Sonne. Ja, super. Schön. Okay, also auf zur nächsten Runde. Wir sind weiter bei den Gegenmitteln. Und das nächste ist Fokussieren auf liebende Güte. Eine Geisteshaltung, die sich wünscht, allen Feinden, Freunden und neutralen Personen gleichermaßen Nutzen und Glück zu bringen. Ist auch ein Gegenmittel für, wenn keine liebende Güte da ist, also wenn Ärger, Wut und Hass da sind. Und ist natürlich, wir sind jetzt in einer sehr, wie soll man sagen, wir sind in einem recht groben Ansatz des Meditierens. Wir arbeiten mit Gegenmitteln. Also wir setzen etwas dagegen, wo wir ein starkes Muster haben. Das ist so, wir nutzen Gegenkräfte. Wir lenken die Aufmerksamkeit bewusst in eine andere Richtung. Und damit das klappt, ist es schon wichtig, da ganz geschickt vorzugehen. Das heißt, einfach nur dagegen setzen. Wir kommen jetzt zum Gegenmittel für Ärger. Ne? Liebende Güte ist Gegenmittel für Ärger und Ablehnung. Im Grunde genommen aber ist Ärger, Wut immer nur da, wo ich nicht verstehe, wo ich den anderen oder eine Situation nicht verstehe. Wie ich zum Beispiel nicht verstehe, wie bestimmte wichtige Personen in unserem Alltag, auch im politischen Alltag, wie die so denken können, wie die so handeln können. Ja? Und dann taucht der Ärger auf. Ärger ist oft ein Ausdruck von Ohnmacht, also ein Ausdruck des Aufbegehrens. Eigentlich will ich die Situation anders haben. Dieses anders haben wollen, dieses Nicht-Haben-Wollen von dem, was ist, und es eigentlich anders haben wollen, das ist die Essenz von Ärger. Und es ist ein Auflehnen, geht damit einher, und oft kann man nichts ändern und dann wird der Ärger immer stärker, weil die Ohnmacht noch mehr, und ich versuche irgendwie einen Weg zu finden, und da ich es nicht im Tun, im Gestalten finden kann, kommt es unter Umständen sogar zu einem Vulkanausbruch. Okay, liebende Güte ist nicht einfach Ärger durch Liebe ersetzen. So geht das nicht. Liebende Güte geht verschiedene Wege. Der beste Weg, finde ich, geht übers Verstehen. Über das Verstehen von Gemeinsamkeiten. So zum Beispiel die Gemeinsamkeit, dass dieser Mensch oder dieses Tier auch glücklich sein möchte. Wir haben da eine Gemeinsamkeit. Die Art, wie wir glücklich sein wollen, die unterscheidet sich. Wie wir das umsetzen wollen, was diese Person glücklich zu machen scheint und mich, das sind durchaus Unterschiede, aber der Antrieb, weniger Leid zu erfahren
und mehr von dem, was mir gefällt, dieser Antrieb, da sind wir uns ähnlich. Und liebende Güte inklusive Mitgefühl ist natürlich auch darin zu finden, dass wir alle gern frei sein wollen. Wir möchten gern ungebunden, wir möchten gern frei handeln können, frei gestalten können. Und die Freiheit des einen hat oft Auswirkungen auf meine Freiheit, das reibt sich. Man hat das Gefühl, man ringt um seine eigenen Freiräume, um seine Selbstbehauptung. Und da ist aber das sind gemeinsame Wünsche, glücklich zu sein, gemeinsame Wünsche, Leid zu vermeiden. Das sind gemeinsame Wünsche, frei zu sein. Und eigentlich sind wir auch in unserer Unfreiheit sehr ähnlich. Unter welchen Mustern wir leiden, das ist ein bisschen unterschiedlich. Die einen haben ausgeprägte narzisstische Muster, die anderen haben ausgeprägte, ängstliche Muster, ausgeprägte diese und jene. Wir haben alle unsere Muster. Aber dieses Gefangensein in unseren jeweiligen Mustern, das haben wir gemeinsam. Und dass es nicht leicht ist, dort, wo unsere Muster stark sind, es nicht leicht ist, sich da irgendwie anders zu verhalten. Das haben wir auch gemeinsam. Und da, so mit diesen kontemplativen Schritten, da beginnen wir einen Weg zu finden. Jetzt ist es so, dass all diese Kontemplationen, die wir so zu den Gegenmitteln rechnen könnten, die setzen voraus, dass wir überhaupt frei werden wollen von dem Muster, jetzt vorhin der Faszination, der Begierde, das gerade aktiv ist, dass wir überhaupt frei werden wollen von dem Ärger und dem Hass. Die Voraussetzung muss natürlich gegeben sein. Okay? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es unglaublich wichtig, erstmal über die Nachteile für mich zu kontemplieren und sie zu spüren, was ich mir eigentlich einbrocke, wenn ich im Ärger oder im Hass stecken bleibe. Oder was für mich die Folge ist, wenn ich in der Begierde stecken bleibe. Oder in den anderen Emotionen, die nachher noch kommen werden. Ich muss also damit anfangen, Mitgefühl für mich selbst zu entwickeln, in meinem Gefangensein, in dieser Emotion, um überhaupt den Wunsch zu haben, frei zu werden davon. Wenn das nicht klar ist, dann habe ich mehr Lust auf meinen Ärger als auf liebende Güte. Da möchte ich lieber ärgerlich sein und da will ich wütend durch die Welt gehen. Ich will wütend auf die Straße gehen. Ich identifiziere mich mit meiner Wut. Ich will wütend sein, weil ich gar nicht merke, was das in der Tiefe mit mir anstellt. Ich merke noch gar nicht, was für Gräben das zieht und wie unnachgiebig ich werde, wie hart ein Aspekt meines Seins wird, wie wenig ich dann noch zuhören kann, wie wenig ich noch die gemeinsame Basis spüre. In meiner Wut, gerade auch wenn die Wut zu Hass wird, dann scheint es so, als ob die anderen, die ich hasse, in einer anderen Welt leben. Völlig anders. Und um sie hassen zu können, mache ich sie immer anders. Immer noch mehr anders. Die haben gar nichts mit mir zu tun. Als ob ich jemand völlig Fremdes, ja, den man einfach nur vernichten müsste. Dann wäre die Welt besser. Das ist Hass. Hass möchte auslöschen. Ihr wisst, dass ich mit Palästinensern arbeite und mit Israelis. Ne? Morgen Abend habe ich die Palästinenser wieder und so. Da gibt es so viele, nicht unter denen, mit denen ich arbeite, aber die sich einfach gegenseitig auslöschen möchten. Die Welt wäre besser. Und so ist das überall. Und diese Gräben
des total Andersseins und des Nichtverstehens und so, die wollen wir überbrücken mit dem, was wir so die Meditation liebender Güte und des Mitgefühls nennen. Aber eigentlich geht es um Brückenbau. Okay? Und das machen wir jetzt. Vielleicht gar nicht so lang, aber wir machen es ein bisschen. Eine kleine Übung im Brückenbau, kleine Praxis der liebevollen Güte. Richtet euch wieder bequem ein. Ihr dürft es gerne auch so halten, wie ich es halte. Ich unterrichte ja so einen ganzen Tag und das angelehnte Sitzen ist unheimlich entspannend. Also gerne dürft ihr das so halten. Gerade bei diesen Kontemplationen. Bitte nehmt euch ein Beispiel, wo ihr Ärger, Ablehnung gegenüber einem Menschen erlebt habt, ein nicht zu krasses Beispiel. Nehmt euch jemanden, den ihr vielleicht sogar lieb habt, aber der euch ganz schön genervt hat, aber so, dass es euch ein wirklicher Wunsch ist, Brücken zu bauen. Nehmt euch nicht jemanden, wo ihr den Wunsch noch nicht spürt, sondern nur jemanden, wo ihr den Wunsch schon spürt, aber vielleicht es manchmal ein bisschen schwer habt. Lasst diese Person und nehmt bitte nur eine, nach Möglichkeit, bitte nur eine Person. Lasst diese Person vor euch entstehen. Sie sitzt genauso wie wir selbst. Sie ist im Raum vor uns. Und das Erste, was wir tun, ist einfach nur atmen. Wir atmen. Wir halten es überhaupt aus, dass diese Person jetzt in unserem Geistesraum ist. Das ist ja so ein bisschen so, als wäre diese Person jetzt durch die Tür gekommen und würde vor uns sitzen. Die Distanz dürft ihr so wählen, dass es auszuhalten ist. Ihr dürft gerne auch einen dieser Politiker einladen, die durch euren Geist geistern. Ihr dürft gerne so tun, als würde einer von denen oder eine von denen zu Besuch kommen bei euch und bei euch in der Wohnung sitzen. Noch nie persönlich gesehen, aber schon viel geärgert. Einfach nur atmen. Ihr habt die Person übrigens in der Kontrolle. Ihr habt diese Situation unter Kontrolle, weil die Person macht jetzt nichts von sich aus. Sie ist einfach nur da. Das ist der Vorteil. Deswegen können wir mit der Situation arbeiten. Habt ihr schon gemerkt, dass diese Person auch atmet? Achtet doch mal drauf, wie diese Person atmet. Ihr dürft euch gerne auch an die vorherige Meditation, Kontemplation erinnern.
dass diese Person einen Körper hat wie wir, den sie täglich waschen muss und pflegen, und damit er nicht seine allzu unangenehmen Seiten zeigt. Das ist eine Brücke des Menschseins. Wir atmen, wir müssen essen, wir müssen auf die Toilette gehen, wir brauchen Schlaf. Und wenn wir es nicht allzu sehr abgespalten haben, dann brauchen wir Kontakt, Nähe, Bestätigung, Liebe, Wertschätzung. Alle waren wir mal Kinder. Stellt euch ruhig mal vor, dass die Person, die Ärger auslöst oder Wut oder gar Hass, dass ihr dieser Person im Kindheitsalter begegnet. Vielleicht wisst ihr so ein wenig etwas über diese Person und wisst, wie diese Person aufgewachsen ist, welchen Erfahrungen sie ausgesetzt war, welchen Prägungen. Seht ihr, wie sich durch dieses Leben der Wunsch hindurchwebt, Leid zu vermeiden und glücklicher zu sein, Erfolg zu haben? Auch wenn wir das Gefühl haben, ein fürchterlicher Rechthaber oder eine Rechthaberin sitzt vor uns oder eine Besserwisserin. Was steckt dahinter? Wir fahren unsere Antennen aus. Und wir können so Wünsche machen. Ja, ich wünsche dir, dass du gute Wege, vielleicht sogar bessere Wege findest, glücklich zu sein. Ich mache bewusst keine Vergeltungswünsche. Ich sage bewusst nicht den Wunsch, dass du krank sein mögest, sondern ja, ich wünsche dir, dass du gute Weisen findest, gesund zu sein und mehr zu deinem inneren Potenzial zu finden. Ich stelle mir mal vor, versuchsweise,
Ich wäre ein Mensch in deiner nächsten Umgebung, vielleicht deine Mutter, mit all den Wünschen für ihr Kind, ob Tochter oder Sohn, dass dieses Kind glücklich sein möge, gut aufwachsen möge und auch jetzt im Erwachsenenalter möglichst frei ist. Ich versetze mich hinein in das Erleben von Menschen, die diese Person lieben, schätzen, ihr vertrauen. Die es in manchen Bereichen offenbar leicht finden, diesen Schrullen, diesen schwierigen Verhaltensweisen nicht zu viel Beachtung zu zollen oder ihnen zu verzeihen. Es gibt offenbar welche, die das können. Immer noch ist die Person vor uns im Raum einfach nur da. Und ich nehme immer wieder verschiedene Sichtweisen ein. Die Sichtweisen, wie diese Person vielleicht im Kindesalter war, was sie durchgemacht hat, vielleicht welche Traumata sie erlebt hat. Die Sicht der Eltern dieser Person, die Sicht der Geliebten dieser Person, der Freunde, der Bewunderer. Und meine Sicht braucht sich nicht wirklich zu ändern. Mein Ärger braucht sich nicht zu ändern. Er wird nur relativiert. Vielleicht wage ich zum Schluss noch einen Versuch zu erahnen, wie sich diese Person selbst innen drin fühlt. Wie fühlst du dich wohl innen drin? Auch in Beziehung zu mir. Wie geht es dir? Erlebst du Anspannung oder ist alles okay für dich? Wir atmen einfach weiter. Mit all diesen Ahnungen, die da aufsteigen. Auch wenn wir eine Ahnung bekommen, dass diese Person vielleicht gar nichts merkt von dem, was bei uns an Leid entstanden ist.
Einfach weiter atmen. Und dann, vielleicht seid ihr überrascht, aber dann können wir die Person schon wieder sozusagen entlassen, zur Tür hinaus begleiten, schicken. Mit dem Wunsch, mögest du immer bessere Wege finden, glücklich zu sein. In dem Wissen, dass diese Person ja vermutlich ebenfalls gefangen ist in emotionalen Mustern und nicht immer die geschicktesten Wege geht, um tatsächlich Glück in diesem Leben zu finden. Da sind wir uns ja sehr ähnlich. Die Tür hat sich geschlossen, wir öffnen die Augen, es ist niemand mehr da. Wir atmen, wir sehen wieder den Bildschirm. Und ich bitte euch noch um die Geduld, 5 Minuten zuzuhören. Ich erkläre euch noch ein bisschen, warum ich das so angeleitet habe. Und dann machen wir eine größere Pause. Ich gehe davon aus, dass ihr schon einiges von den klassischen Meditationen der liebevollen Güte kennt. Und mir als Praktizierendem sind die oft ein wenig zu platt. Ja? Eigentlich geht es um wie Affirmationen, Wünsche, Sätze, mögest du glücklich sein und so weiter. Man stellt sich vor, dass diese Person meine Mutter, mein Vater in früheren Leben war und. Ich bin da ein bisschen anders rangegangen, weil sich das so sehr bewährt. Und zwar gehen wir den Ärger nicht einfach frontal an. Wut heißt, wir gehen sie nicht frontal an, dass die nicht sein dürften. Die haben auch ihre Berechtigung. Okay? Ärger taucht nicht einfach so auf, da ist was in mir angerührt. Und das darf erstmal sein. Das ist Teil des Mitgefühls und der liebevollen Güte mir selbst gegenüber. Okay, das darf sein. Und gleichzeitig hat die andere Person auch ein Daseinsrecht. Das ist die Grundvoraussetzung. Dieses Daseinsrecht, das ist symbolisiert, dass diese Person überhaupt in meinem Bewusstsein sein darf. Das ist die Meditation. Ich hole diese Person ins Bewusstsein. Ich schließe sie nicht aus. Damit halte ich mein Bodhisattva-Versprechen, kein Lebewesen auszuschließen. Ich hole dieses Lebewesen, diesen Menschen, oder es kann dann auch ein Tier sein, jemand, der mich ärgerlich gemacht hat, ich hole diese Person hinein in meinen Bewusstseinsraum und atme. Und dann mache ich etwas, was im Ärger und speziell im Hass total schwer fällt. Ich beginne, verschiedene Sichtweisen einzunehmen. Es gibt keine stärker blockierende Emotion als
die Emotionen des Hasses. Also, und alles, was dahin führt, Ärger, Wut, Hass, ja, das blockiert uns immer mehr, bis wir einen völligen Tunnelblick kriegen. Deswegen, was den Ärger lockert, ist allmählich eine Fähigkeit zu entwickeln, andere Sichtweisen einzunehmen. Ich habe jetzt nicht die liebevolle Güte mit mir selber praktiziert, das wäre auch wichtig, das hatte ich nur erwähnt vorher, ich habe es mit der anderen Person gemacht. Und eine gute Sichtweise für unsere Eins ist, sich vorzustellen, wie die Person früher war. Was wissen wir über die Person? Die war auch mal so verletzlich als Baby, so verletzlich als Kleinkind, so ausgeliefert und hat Strategien entwickelt, das Leben irgendwie besser zu meistern. Ich bin dabei, Verständnis zu entwickeln, einfach nur, weil ich die ganz normale Sicht einnehme, dass da ja eine Vorgeschichte ist. Die Person ist nicht einfach so vom Himmel gefallen, da ist eine Vorgeschichte. Über die Vorleben weiß ich nichts, aber über dieses Leben weiß ich vielleicht ein bisschen was. Oder ich erahne. Und ich mache weiter mit diesen flexiblen Sichtweisen. Ich lasse mich mal darauf ein, die Sicht der Mutter, des Vaters dieser Person einzunehmen. Personen, die vielleicht, für die diese Person mal sehr geliebt haben oder die jetzt noch diese Person lieben. Oder die jetzt sich ihre Freunde nennen. Auf diese Person zählen, sich darauf stützen. Ich übe mich in verschiedensten Sichtweisen. Die Sichtweise derjenigen, die ärgerlich sind auf diese Person, die kenne ich. Die brauche ich nicht noch zu üben. Und das ist der Unterschied zum Normalen. Normalerweise hole ich mir immer Unterstützung von anderen, die diese Person genauso ablehnen oder dieses Verhalten zumindest genauso ablehnen wie ich. Mit denen spreche ich gerne, aber nicht mit denen, die irgendwie einen Standpunkt einnehmen, der mehr aus dem Blickwinkel der anderen Person ist, die auch noch der anderen Person vielleicht recht geben, die das total verstehen können, wie man so sich verhalten kann, wie man so die Welt sehen kann. Mit solchen Personen will ich eigentlich gar nicht sprechen. Das ist für mich im Ärger unausstehbar. Da werde ich nur noch ärgerlicher. Aber jetzt bin ich ja in der Meditation, Kontemplation und jetzt mache ich das selbst, wohl dosiert. Ich nehme verschiedene Sichtweisen ein und immer geht es eigentlich nur um das grundlegende Menschsein. Es geht nur darum, es gibt Blickwinkel, aus denen heraus das alles Sinn macht, aus denen heraus diese Person eine gewisse Wertschätzung erfahren kann. Die gibt es. Und selbst bei Hitler gab es noch einen Hund, eine Hündin, die ihn mochte und eine Gefährtin, Partnerin, die ihm irgendwie nahe war. Es gab immer noch Menschen und Tiere, die ihm zugeneigt waren. Und das ist erstaunlich. Irgendwas sehen die da drin, irgendwas kriegen die da mit, was ich nicht sehen kann. Und das ist es. Ich öffne meinen Blick. Mein Blick wird umfassender. Und ich brauche zu keinem Zeitpunkt das loszulassen, dass ich mich ärgere und dass ich ein bestimmtes Verhalten oder eine ganze Anzahl von Verhaltensformen überhaupt nicht akzeptieren kann. Ich brauche meine ethischen Normen nicht in Frage zu stellen. All das nicht. Nur es gibt auch andere Sichtweisen. Okay? Und das ist total liebevoll. Das ist ohne mich über den Tisch zu ziehen und ohne die andere Person zu manipulieren, nehme ich einfach verschiedene Sichtweisen ein und gewinne an Flexibilität. Und das ist genau das, was mir im Ärger und Hass fehlt. Ich lehne es in der totalen Ablehnung, lehne ich es ab,
den Blickwinkel des anderen einzunehmen. Und das war der Schluss der Übung, wo ich euch eingeladen habe, ja doch mal zu erahnen, wie sich die andere Person fühlt. Wenn das eine Partnerin, ein Partner ist, dann kann es ja mal zu einem Gespräch kommen, wo ich die Person sogar frage, sag mal, wie fühlst du dich eigentlich in dieser Situation oder in Bezug auf das, was da vor ein paar Tagen vorgefallen ist und so. Dann kann das tatsächlich stattfinden, dann kann ich direkt hören, weil die Brücken der Kommunikation noch bestehen. Aber manchmal sind die ja schon abgebrochen oder ich ärgere mich über Personen, mit denen ich nie ein Gespräch führen kann. Und dann muss ich diese intuitiven Fähigkeiten nutzen. Und das ist richtig super. Mich in die Geisteshaltung zu versetzen der Person, die ich im Moment ablehne und eigentlich gar nicht hier haben möchte. Okay, versteht ihr? Das ist eine sanfte Methode und tatsächlich sind wir, wenn wir das so machen, sind wir ein wenig weicher gestimmt. Ja, und wer mag, kann immer weitergehen damit, bis wir zu einem tiefen Gefühl kommen, mögest du wirklich glücklich sein. Aber deswegen habe ich beigefügt, vielleicht auf bessere Weise, das heißt auf eine Art und Weise, die weniger Schaden um dich herum verursacht. Weil ich fühle mich gerade geschädigt, ja? Ich fühle mich belastet. Wäre zu wünschen, dass du da Wege finden würdest und dass wir da Wege finden, wie das besser gehen könnte. Okay? Es erscheint mir eine sehr realistische Form, wie wir liebevolle Güte üben können. Jetzt machen wir die versprochene Pause. Viertelstunde, um 35 geht es weiter. 16:35 Uhr. Auf geht es. Das war schon ziemlich intensiv jetzt, diese Meditation, die wir gerade gemacht haben. Und das ist genau das Anliegen dieses Formats, dass wir bei allem, was Tashi Namgyal da so erwähnt, immer die praktische Relevanz so mitbekommen, was da eigentlich im Hintergrund mit gemeint ist. Dafür hatte ich ja keine Zeit während der 6, 7 Jahre, wo ich diese Übertragung des Textes gegeben habe. Da haben wir schon auch hin und wieder eine Meditation eingeschoben. Aber da gab es so viel zu erklären, um überhaupt den Bogen innerhalb dieser 7 Jahre spannen zu können. Insgesamt waren es 12 Kurse, Corona kam ja dazwischen. Aber wir haben es geschafft und jetzt ist die Zeit, wo ihr diese grundlegenden Erklärungen zur Verfügung habt. Die ersten 8 oder 9 Kurse der Mondstrahlen sind bereits abgetippt, stehen euch zur Verfügung auf der Ekayana Mediathek. Das heißt, die Hintergrunderklärungen sind da. Und jetzt geht es um die Praxis. Und ich möchte euch jetzt einladen zu einer sehr entspannten Praxis. Erstmal einfach in Stille, so ein bisschen verdauen. Kann sein, dass es intensiv war für euch, diese beiden letzten Meditationen. Die rühren auch was an in uns. Denn es kann sein, dass ihr euch von den Meditationen dieser Art zu kontemplieren so ein bisschen gegen den Strich gebürstet fühlt. Ja, es ist nicht unbedingt immer so, dass uns diese Art über das weniger Anziehende, Abstoßende zu meditieren, dass uns das zusagt oder dass es uns gerade zusagt, dort wo wir ärgerlich sind, liebende Güte zu entwickeln und schon gar nicht die Art, wie ich das dann vorschlage, mag uns gar nicht zusagen. Und das ist der Nachteil von einer geleiteten Meditation für viele Menschen.
Deswegen jetzt erstmal wieder Stille und danach, vielleicht nach einer Weile Stille, führe ich uns ein wenig in die Kontemplation der 12 Glieder abhängigen Entstehens. Wisst ihr, das ist das Nächste, was hier auf dem Plan steht, auf dem Menü, dass wir das Gegenmittel, dass wir die verschiedenen Gegenmittel für Unwissenheit, für ein Nichtwissen, nicht eine Unkenntnis der Zusammenhänge, dass wir da ein wenig gegensteuern. Und dem möchte ich aber erst eine Zeit der Stille vorausschicken. Und wenn ich dann soweit bin, dann gehen wir vielleicht in eine sanfte Kontemplation dieser 12 Glieder abhängigen Entstehens über. Macht's euch also wieder bequem, wie man so sagt, richtet euch ein, dass ihr gut meditieren könnt. Einfach so sein.
nach den vielen Worten, den geführten Meditationen ist es vielleicht ganz gut, wenn ihr den Raum einladet, dieses raumhafte Gewahrsein. Und wenn ihr alles unnötige Denken sein lasst. Das ist dann meistens das Entspannendste. Und wenn der Atem, die Atemempfindungen für euch vertraute Begleiter sind, dann kann das eine gute Stütze sein. Einfaches Verweilen, ohne zu analysieren. Vielleicht können wir es genießen, einfach so zu sein.
Und ich verbinde jetzt dieses einfache Sein mit dem Atem, Ein- und Ausatmen. So wie vorhin bei der Anapanasati-Meditation. Atmend den ganzen Körper spüren, den ganzen atmenden Körper. Von Kopf bis Fuß. Atmend alle geistigen Bewegungen zulassen, ohne die geringste Spur der Ablehnung und des Festhaltens. Zulassen, fließen lassen. Ein- und ausatmend die feineren Stimmungen spüren, die Enge oder Weite des eigenen Geistes, des eigenen Erlebens. Und überall, wo wir das können, den Geist erfreuen durch ein noch entspannteres Sein. Und jetzt führe ich euch so durch diese Kontemplation der 12 Glieder abhängigen Entstehens. Das ist alles, können wir alles mit dem Ein- und Ausatmen verbinden. Es ist das Ergründen der Dharmas. Wir können genauso entspannt bleiben.
dass wir den Intellekt, also das begriffliche Verstehen benutzen, ist kein Grund, uns anzustrengen. Wir beginnen irgendwo in dieser Kette. Traditionell beginnen wir mit dem mangelnden Gewahrsein, mit der Unwissenheit. Sie ist nicht besonders stark zu spüren. Nur so ein feines Muster des Beobachtens, des Kontrollierens. Feine Spuren des Ich-Gefühls. Und ich möchte euch durch diese 12 Glieder auf eine besondere Weise führen. Ich möchte euch immer gleichzeitig die Option aufzeigen, wie es auch anders sein könnte. Statt dieser feinen Unwissenheit, dieser grundlegenden Unwissenheit, könnte es ein mittelpunktsloses Erleben sein. Sorglos, völlig frei von Hoffnung und Furcht, völlig frei von Trennung zwischen Subjekt und Objekt. Und es atmet weiter. Und für gewöhnlich entstehen aus dieser Unwissenheit Geistesregungen, Gestaltungen, die Ausdruck dieser Unwissenheit, dieser dualistischen Grundhaltung sind. Ich und meine Gedanken. Ich und das, was ich verstehe und das, was ich nicht verstehe. Könnte auch einfacher sein. Spontane Kreativität eines offenen, mitschwingenden Geistes ohne Zentrum, ohne Ich-Bezogenheit. Und im Normalfall
Im samsarischen Normalfall ist es so, dass diese verschiedenen Gestaltungskräfte, diese Geistesbewegungen halt verschiedene Bewusstseinszustände hervorrufen. Dualistisches Bewusstsein, geprägt von Ich-Gefühl. Es könnte auch einfach das zeitlose Gewahrsein sein. Frei von der Illusion, dass es da ein stabiles Zentrum geben würde. Im Normalfall führt dieses Ich-Gefühl, dieses dualistische Bewusstsein dazu, dass wir uns mit Name und Form identifizieren. Ich bin ich, das ist mein Name, mein Körper, meine Sinneserfahrung und alles, was damit verbunden ist. Das bin auch ich. Mein Name und meine Form. Es könnte auch anders sein. Wir könnten diese Prozesse des Wahrnehmens von Formen, des Empfindens, des Unterscheidens, des Gestaltens, all diese verschiedenen Bewusstseinsinhalte, könnten sie als das spontane Spiel erleben. Die unterscheidende Weisheit, durchdrungen vom Geschmack der leeren Natur. Doch im Normalfall, im samsarischen Normalfall, kommt es aufgrund dieser Identifikation mit Name und Form zu einem Anhaften in allen 6 Sinnesfeldern. Das körperliche Spüren, das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken und das rein geistige Erleben ist durchdrungen von dieser Identifikation. Eigentlich könnten diese 6 Sinnesfelder ganz frei funktionieren. Doch wenn sie das nicht tun, dann kommt es durch die 6 Sinnestore zu Kontakt
mit etwas vermeintlich anderem. Als würde jemand den Körper spüren, als würde jemand sehen, als würde jemand hören, jemand riechen, jemand schmecken, als würde jemand etwas denken. Kontakt in den 6 Sinnesfeldern. Es könnte eigentlich ein Erleben sein, frei von dieser Illusion von jemandem. Es findet Sehen statt, es findet Hören statt und so weiter. Es findet Denken statt und es gehört niemandem. Doch im Normalfall setzt sich ein Ich zu den Erfahrungen in Beziehung und entweder mag ich es, das ist, was die angenehmen Empfindungen auslösen, oder ich mag es nicht, das sind die unangenehmen. Oder es interessiert mich im Moment weiter nicht, es beschäftigt nicht, weil sie weder angenehm noch unangenehm sind. Im Moment. In einem nicht identifizierten Bewusstsein kommt es nicht zu diesen Regungen des mag ich und mag ich nicht. Dinge werden erlebt, Erfahrungen werden erlebt im Hinblick auf ihre Auswirkungen. Und nicht im Blick auf persönliche Vorlieben und Abneigungen. Normalerweise entsteht aus diesen Empfindungen von angenehm und unangenehm ein Verlangen, das zu haben, was ich angenehm erlebe, und ein Ablehnen von dem, was ich für unangenehm empfinde, mit dem entsprechenden Anhaften. Anhaften ist dann schon das Greifen. Und auch beim Ablehnen findet ein Greifen statt. Dieses Greifen löst Spannung aus. Das ist immer mit Anspannung verbunden. In einem freien Geist kommt es nicht zu diesem Verlangen, nicht zu diesem Anhaften und Ablehnen. Und der Geist bleibt frei von Greifen, von Fixierungen. Und während im normalen Geist, im normal samsarischen Geist, durch dieses Greifen ständig Kräfte erzeugt werden, die wieder zu Greifen führen. Also Muster erzeugt werden, die wieder solche ich-bezogene Erfahrungen auslösen. Wir nennen das die Werdekräfte. Kommt es in einem freien Geist nicht mehr zum Erzeugen von irgendwelchen solchen Werdekräften, die uns zwanghaft in Mustern unterwegs sein lassen. Da eröffnen sich Freiräume. Die können von Liebe und Mitgefühl, von Weisheit gestaltet werden. Aber es gibt keinen Zwang, keine Werdekräfte, die dann zu erneutem Geborenwerden führen. Geboren werden in die nächste Situation hinein, wo wir wieder mit dieser Unwissenheit unterwegs sind.
wo wir dann Wiedergeburt, Alter und die ganzen Plagen des Seins erleben. Kummer, Krankheit und so weiter. In einem freien Geist gibt es hier die Möglichkeit zu gestalten oder auch nicht zu gestalten. Zwanghafte Wiedergeburt hat ein Ende und auf jeden Fall ist das Eintreten in die nächste Situation von völliger Freiheit gekennzeichnet. Keine Muster, denen wir aufsitzen, denen dieser Geistesstrom aufsitzt. Und das Jammern und Klagen, das psychische Leid, das emotionale Leid hat ein Ende. Der Geistesstrom ist im weiten, non-dualen Gewahrsein und eben nicht in Unwissenheit. Und so schließt sich der Kreis. Ob so ein freier Geistesstrom sich weiter zeigt im Kreislauf der Geburten oder nicht, das hängt einfach davon ab, welche Wünsche in der Vergangenheit gemacht wurden, ob es da Bodhisattva-Wünsche gibt, so lange wie möglich unter den Lebewesen zu bleiben und ihnen eine Inspiration zu sein, oder ob es Wünsche gibt, baldmöglichst aus diesem Kreislauf komplett auszusteigen. Ganz, ganz vielen Dank wiederum fürs Mitschwingen. Ich nehme mir noch die Zeit für ein paar erklärende Worte hierzu.
Das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gemacht, dass ich die beiden Ketten abhängigen Entstehens gleichzeitig unterrichtet habe, gezeigt habe. Es gibt die 12 Glieder abhängigen Entstehens von Samsara und es gibt die 12 Glieder abhängigen Entstehens von Nirvana. Und ich habe sie euch gleichzeitig fühlen lassen, indem ich jedes Mal die Alternative aufgezeigt habe. Es ist durchaus klassisch, aber dass die so gleichzeitig beschrieben werden, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Und wisst ihr, das ist was ganz Wunderbares, weil das, was unseren Weg aus der Unwissenheit, aus dem mangelnden Gewahrsein heraus begleitet oder inspiriert, das ist, wenn wir uns mit unserer Ahnung verbinden, wie es anders sein könnte. Und um diese Ahnung zu stimulieren, werden in den Texten, jetzt zum Beispiel bei Gampopa, Schmuck der Befreiung, im Kapitel über Meditation, wo es um das Gegenmittel für Unwissenheit geht, da werden die 12 Glieder des abhängigen Entstehens von Samsara und von Nirvana erklärt. So, ne? Und das Erlöschen dieser Glieder, dieser Zwangsläufigkeit, dass das stattfindet im Prozess der Befreiung, das soll uns ja mit einer Ahnung ausstatten, mit einer Inspiration dann, um wirklich in diese Richtung zu gehen. Und eigentlich ist ja Unwissenheit fast gar nicht zu spüren. Wir spüren sie als Angst, wir spüren sie als Unruhe, wir spüren aber nicht Unwissenheit selbst. Ja? Wir haben nur eine Ahnung davon, dass wir uns nicht auskennen, dass wir nicht wirklich wissen, was Erwachen und was echtes Freisein ist. Das spüren wir schon. Aber der emotionale Ausdruck von mangelndem Gewahrsein ist eine Unruhe, bis hin zur existenziellen Angst, also die Angst vor dem Ungewissen. Was passiert, wenn dieser Körper stirbt, wenn wir austreten aus diesem Körper? Was ist da los, wenn ich die Kontrolle aufgebe? Und da braucht es Ahnungen, dass das alles ganz wunderbar gehen könnte. Und hin und wieder tauchen diese Ahnungen bei uns auf, sie werden auch stärker. Wir nennen das auf Englisch, nennen wir das so Glimpses. Es tauchen so kurze, so Momente in unserem Erleben auf, wo wir merken, wow, jetzt habe ich mich doch gerade völlig vergessen und es ist alles bestens. Es ist gar nichts passiert, obwohl ich vergessen habe zu kontrollieren. Es ist gar nichts Schlimmes passiert. Und das tut so gut. Und diese Ahnungen zu nähren für ein mittelpunktsloses Sein, für ein Sein, ohne dass ich das Ich so verstärken muss, die gilt es zu schulen. Und so kann es uns manchmal passieren, wenn wir uns nur mit den 12 Gliedern des abhängigen Entstehens von Leid und Samsara beschäftigen, dass wir wie depressiv werden. Das sieht alles wie so, das ist so eine, ja, das ist ein ziemlicher Teufelskreis. Und deswegen tut es gut, immer gleichzeitig unsere Alternative zu kontemplieren. Das habe ich heute zum ersten Mal mit euch gemacht. Hoffentlich hat es euch gut getan. Immer wenn mir etwas auffällt an mir, mit dem ich nicht so zufrieden bin, wo ich denke, jetzt bist du wieder so einem Muster aufgesetzt, ja, dann ist inzwischen meine innere Reaktion, dass ich mich daran erinnere, dass es ja auch anders geht. Ich kann das ja als Sprungbrett nehmen, um jetzt anders mit der Situation umzugehen, nicht in dem alten Muster. Und das möchte ich euch gerne mitgeben. Das ist ein ganz starkes Mittel, um dann Neues zu entdecken und immer zuversichtlicher zu werden, dass es überhaupt keine Sackgassen gibt.
Das ist nämlich Unwissenheit. Unwissenheit denkt immer, es gäbe Sackgassen. Die gibt es nirgends. Gibt es gar nicht. Es ist nur die mangelnde Beweglichkeit unseres Geistes, die uns Sackgassen vorgaukelt. Gibt es gar nicht. Was wäre denn schon eine Sackgasse? Dass wir sterben müssten, ist doch keine Sackgasse. Ist der Weg in was Neues. Ja, klingt irgendwie sehr simpel, aber genau so ist es. Bricht alles hier zusammen? Ja, okay. Und dann auf ins Neue. Und das ist diese Beweglichkeit eines Geistes, der gar nicht mehr fixiert auf einen Mittelpunkt, den es irgendwie zu retten gilt, den es zu verteidigen gilt, den es zu nähren gilt, also dieses vermeintliche Ich. Wenn das nicht mehr da ist, hat der Geist seine völlige Beweglichkeit. Wir werden im Erleben ist eine völlige Beweglichkeit spürbar und das ist sowas Schönes. Also nicht, dass ich das ständig erleben würde, aber wenn ich es dann mal erlebe, ist es etwas total Schönes. Okay. Jetzt brauchen wir wieder ein Päuschen. Wir gönnen uns 10 Minuten und dann haben wir noch mal eine halbe Stunde. Ich weiß noch nicht, was wir dann machen, aber ich könnte zum Beispiel 10 Minuten Fragen nehmen. Nicht so lange. Ich mache es dann kurz mit den Fragen, aber ihr könntet in diesen 10 Minuten Pause, könntet ihr euch überlegen, ob ihr eine Frage habt und dann beschränke ich das mal auf 10 Minuten, damit wir nachher noch Zeit haben, ein bisschen den Ausklang des Nachmittags zu meditieren, so irgendwas Abschließendes zu machen. Okay? Wir treffen uns also 17:30 Uhr wieder. In welchem Verhältnis stehen die 6 Paramitas in Bezug zu den Belehrungen über die 12 Glieder des abhängigen Entstehens? Also ihr beiden, ich habe euch immer wieder auf Zoom gesehen hier. Jetzt gerade sehe ich euch nicht, aber habe mich schon gefreut, euch zu sehen. Und da seid ihr ja. Und das ist so, dass von den 6 Paramitas, also ich zähle sie nochmal auf für diejenigen, die sie nicht ganz parat haben, von dem heilsamen Verhalten jetzt muss ich gerade mal überlegen, von der Freigebigkeit über das heilsame Verhalten zur Geduld, zur freudigen Ausdauer und zur meditativen Sammlung. Diese 5 bereiten das 6. Parameter vor. Das ist das Prajna-Parameter, die Weisheit, für die hier unsere Prajna-Parameter, unsere große Mutter steht. Und die Weisheit ist das, was diese Prozesse der 12 Glieder des abhängigen Entstehens aushebelt. Die Weisheit zusammen natürlich mit der meditativen Stabilität und Gelassenheit, das ist genau das, was uns hilft, dann eben nicht in Unwissenheit zu sein, uns nicht zu identifizieren, nicht ins Bewerten von angenehm, unangenehm zu kommen, nicht ins Anhaften und Greifen. Ja, also das ist genau, eigentlich zielt alles drauf ab, diese Unwissenheit durch Weisheit, durch Seinserkenntnis zu ersetzen. Und Seinserkenntnis zu verwirklichen, ohne die Basis eines heilsamen Verhaltens zu haben, inklusive Freigebigkeit, Geduld und die anderen, ist schwierig, würde die meisten sagen unmöglich. Und ohne diese Basis des heilsamen Verhaltens, meditative Stabilität, also diese Klarheit zu haben, des unabgelenkt verweilen zu können, würden die meisten auch sagen, ist unmöglich oder schwierig. Also um diese Weisheit zu entwickeln, braucht es die anderen 5 und nur mit diesem Seinsverständnis, mit dieser Weisheit können wir diesen Prozess beenden. Okay, ich sehe euch ja, Lila und Andi. Daumen hoch oder Nachfrage, wie sieht's aus? Okay, danke Andi.
Dann gehe ich weiter im Chat. Moment mal, jetzt bin ich gerade hier. Also, der Richard schreibt: Bei der Medi am Samstag hatte ich einen Kugelschreiber, der auf dem Tisch vor mir liegt, als Objekt gewählt. Der Gedanke, dass dieses Objekt mit all seinen Farben und Lichtreflexionen nur in meinem Geist entsteht, war überwältigend interessant und schön. Ich schaue also gar nicht nach draußen, sondern sehe all das in meinem Geist. Heute war ich spazieren und auch die ganze Weite mit den Feldern, Wiesen und dem Horizont erlebe ich nur in meinem Geist. Wie das biologisch realisiert ist, ist bestimmt auch spannend. Also ich finde diesen Gedanken faszinierend. Ist das jetzt nun gut für den Erkenntnisprozess oder auch, doch auch nur eine andere Form von Illusion und Anhaftung? Lieber Richard, ich schließe mal gerade den Chat, würde dich ja gerne sehen. Kannst du dich laut schalten, sodass du aufleuchtest als Sprecher? Dann würde ich mich sehr freuen. Ja, hallo? Ah, da bist du, Richard. Ja, ich sehe dich. Grüß dich, Richard. Richard, das einzige Problem in deiner Sicht und Formulierung ist in dem Wörtchen nur. Dass es nur in deinem Geist ist. Und das ist genau das, was die Chitta Matrins, diese Nur-Geist-Schule, so an den Rand der Kritik gebracht hat, weil nicht gemeint ist, dass es nur im Geist ist. Es ist ziemlich blöd, wenn du deinen Kugelschreiber jetzt verloren hättest. Du hättest dir diese Notiz nicht machen können. Ja? Weil wenn er nur in deinem Geist wäre, dann könnte dein Geist ihn ja gerade mal erzeugen und in deine Hand zaubern und dann hättest du wieder einen Kugelschreiber. Aber da ist irgendwie noch was anderes. Deswegen ist die Behauptung nicht, dass die Dinge nur in unserem Geist entstehen, sondern dass wir sie nur in unserem Geist erleben. Genau. Ja. Diese kleine Korrektur und du bist auf dem Weisheitsweg. Okay? Das ist super. Das wird dir sehr, sehr helfen, weil du die Prozesse immer besser durchschaust. Und meine Frage war die, ob es lohnt, sich Zeit zu nehmen, quasi mit offenen Augen zu meditieren, weil ich sehe ja quasi in meinen Geist hinein, wenn ich nach draußen schaue. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Ja. Bevor ich da darauf entdecke, einfach mir was vormache. Ich weiß nicht, was ich da entdecken könnte, aber das war die Frage. Oder ob du eher sagen würdest, nee, lass es. Ne? Das ist eine wichtige Instruktion. Die Welt der Erscheinung, das, was unsere Sinne wahrnehmen, inklusive visueller Sinn, aber auch das Hören, auch das Gedachte, das Denkende Erleben, das alles in seiner illusorischen, geistartigen Natur wahrzunehmen, das hilft uns im Traum, die Dinge zu durchschauen, das hilft uns im Bardo, im Nachtod-Zwischenzustand, die auftauchenden geistigen Projektionen zu durchschauen und all dem, was da so erscheint, nicht so auf den Leim zu gehen. Ja, wir sind in einer Welt unterwegs, die wir uns selbst durch Anhaften und Ablehnen erzeugen, die wir aufgrund unserer vergangenen Erfahrungen immer so und so uns zusammensetzen. Ja? Und das zu durchschauen ist extrem hilfreich. Okay, gut. Danke, dass du gefragt hast. Ich schaue noch mal. Der Alexander, ja Alexander, ich habe dich gesehen im Zoom, du dankst für die wunderbaren Meditationen. Was hat es mit dem Baumbild hinter dir auf sich? Dieser Baum, der hinter mir steht, ist der eigentlich grüne Baum des grünen Baums in Reitenbuch. Nur ist er im Herbst nicht ganz so grün und im Winter schon gar nicht. Und ich habe den einfach dahingestellt, um so ein bisschen grünen Baum mit in den Meditationen hier zu haben und natürlich auch, um nicht einfach immer nur Buddhas zu haben, haben wir ja auch, sondern einfach diese Naturbezogenheit, ne, einfach auch herzustellen. Also dieser
Baum ist tatsächlich der Baum, der hinter unserem Haus steht. Und diese Linde steht an dem Ort, wo der alte grüne Baum 1830 niedergebrannt ist. Und aus der Asche, also die Asche haben wir noch im Haus gefunden als Isolationsmaterial zwischen den Decken, also zwischen dem Gewölbekeller und der Erdgeschossdecke, da war die Asche des alten Hauses noch drin. Und die Steine des alten Hauses sind in das 1837 fertiggestellte Bauernhaus gewandert, dessen meterdicke Mauern wir heute noch als Grundmauern haben. Das sind diese alten Steine, die noch aus dem grünen Baum stammen, dessen Ruinen unter dieser Linde sind. Das ist die Geschichte dieses Bildes. Ja? Ein bisschen Nostalgie schadet ja nichts, oder? Ein bisschen so Heimatbezug. Genau, Eduard, du hast das richtig gesehen, die Trias von Ethik, Meditation und Weisheit. Das sind die 3 Schulungen, die ich euch gerade erklärt habe. Heilsames Verhalten als Basis, die erste Schulung, darauf aufbauend die meditative Sammlung, zweite Schulung, darauf aufbauend die Möglichkeit, Erkenntnis zu entwickeln. So, wunderbar, wir haben unsere 10 Minuten gehabt. Ich verlasse hier in meinem Computer den Zoom und du darfst das WLAN wieder ausschalten. Und jetzt gucken wir mal, wie ich euch den nächsten Schritt auf relativ entspannte Weise nahebringen kann. Wisst ihr, wenn von abhängigen Entstehen im Dharma die Rede ist, dann müssen wir uns bewusst sein, dass nicht immer die 12 Glieder gemeint sind. Diese 12 Glieder ist die Kette des abhängigen Entstehens, so wie Samsara funktioniert. Und wenn diese Kette unterbrochen wird, ist es das abhängige Entstehen von Freiheit, von Nirvana. Aber abhängiges Entstehen wird manchmal auch als abhängiges Entstehen von allen Dingen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit unterrichtet, wie die Elemente zusammenwirken. Hinter diesem Verständnis von abhängigem Entstehen, das verbirgt sich hinter dem Ausdruck von Thich Nhat Hanh mit dem Intersein. Das ist, dass alles, was wir hier haben, durch unzählige andere Bedingungen mitbedingt ist. Und wenn sich eine von diesen Bedingungen ändert, dann wandelt sich das, was von diesen Bedingungen abhängig ist. Thich Nhat Hanh nahm auch gerne so ein Blatt Papier oder ein Buch, ja, um die vielen Bedingungen uns klarzumachen, die zum Entstehen dieser Seite, dieses Stück Papiers geführt haben. Licht, also Sonne, Wasser, der Wuchs eines Baumes, die Bedingungen, die es dem Baum ermöglichten, größer zu werden, Menschen, die sich darum gekümmert haben, ihn dann gefällt haben, Maschinen, die ihn weiterverarbeitet haben, immer wieder viele, viele Bedingungen, bis dieses Papier irgendwie bei uns im Drucker gelandet ist. Und dieses Papier hört nicht auf. Es hat nie einen Endpunkt erreicht. Wenn es jetzt feucht wird, wird es feucht. Wenn es jetzt heiß wird es heiß. Wenn ich es an die Flamme halte, ist es bald kein Papier mehr. Es ist weiterhin, es wird bedruckt, es wird geknickt, es ist meinen Fingern ausgesetzt. Es geht seinen Weg weiter. Unzählige Bedingungen, die darauf einwirken.
Und das gilt für mich, das gilt für dich, das gilt für alles in dieser Welt. Und das ist eine Kontemplation über die bedingte Natur unseres Seins. Während die Kontemplation über das abhängige Entstehen von Nirvana eigentlich ein Verständnis der letztendlichen Natur ist, weil wir mit dem non-dualen Gewahrsein in Berührung kommen. Aber wenn eine erwachte Person das non-duale Gewahrsein verwirklicht hat, bedeutet das ja nicht, dass sie nicht mehr Teil dieses bedingten Entstehens ist. Ja? Diese wechselseitige Abhängigkeit von allem in dieser Welt, daraus kann sich ja niemand entziehen. In dieser Welt gibt ein Wort das andere, die Handlung des einen führt zu Handlungen der anderen. Alles ist miteinander verwoben und auch ein Buddha ist da nicht frei von. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Buddha Shakyamuni hat zwar den einen oder anderen Krieg verhindern können zu seiner Zeit, aber er hat nicht das Auslöschen seines eigenen Volkes verhindern können. Die Shakyas, der Clan der Shakyas, wurde vernichtet zu Lebzeiten des Buddhas. Hat er nicht verhindern können, hat er versucht, ging aber nicht. Auch da, es sind Ursache-Wirkungsbedingungen aktiv, überall. Und auch die Erwachten, so ein Dalai Lama, so ein Karmapa, so Meister, zu denen wir aufschauen, so für mich war es auch Dego Khyentse zum Beispiel oder ein Gendin Rinpoche, die können nur in dieser Welt des wechselseitig abhängigen Entstehens aktiv sein. Die sind nicht jenseits der Gesetze dieser wechselseitigen Bedingtheit. Wenn die ein Stück Papier brauchen, dann müssen sie sich darum kümmern, ein Stück Papier zu kriegen, was diesen ganzen Prozess durchläuft und auch nicht frei ist davon, durch Feuer angezündet zu werden, durch Wasser vernichtet zu werden, was auch immer. Ganz genau so. Und wenn sie ein Kloster bauen wollen, dann müssen sie sich den Bedingungen aussetzen, die da relevant sind. Da gibt es keine Ausnahmen. Und das nennt man die relative Natur des Seins, die relative Wahrheit, die konventionelle Ebene der Realität, da wo alles von Bedingungen abhängig ist. Man unterscheidet ja in der Philosophie Ursachen von Bedingungen. Aber eigentlich ist das, was wir die Ursache nennen, also so das, was letztendlich so die eine Ursache ist, das ist schwer zu unterscheiden von Bedingungen, weil ohne die notwendigen anderen Bedingungen kann auch eine Ursache nichts fruchten. Ja, deswegen spricht man von Ursachen und Bedingungen. Also zum Beispiel die Ursache unseres Erwachens. Wisst ihr, was die Ursache ist? Die Ursache des Erwachens? Wer aufmerksam gelesen hat, den Schmuck der Befreiung von Gampopa, der ist über die Ursache des Erwachens gestolpert. Wisst ihr, was die da für die Ursache des Erwachens halten? Dass wir alle schon die Buddha-Natur haben. Dass die Natur des Geistes bereits so ist. Nur deswegen ist Erwachen möglich. Alles andere sind Bedingungen. So gibt es, das ist eigentlich gar keine Ursache, wie wir es verstehen, aber tatsächlich ist es das Einzige, was auf keinen Fall fehlen darf. Das nennt man dann Ursache. Das Einzige, was auf keinen Fall fehlen darf. Es kann sein, dass wir erwachen, ohne einen Lehrer gehabt zu haben. Es kann sein, dass wir erwachen, ohne ein menschliches Dasein gehabt zu haben. Es kann sein, ja, andere Bedingungen, die sehr förderlich sind für das Erwachen, die mögen mal fehlen. Aber diese Grundnatur des Geistes, die darf nicht fehlen. Okay? Deswegen kann man sagen, ja, es gibt ganz viele Bedingungen, dass eine Buche wachsen kann. Aber das, was wirklich nicht fehlen kann, ist eine Buchecker. Okay? Also der Same. Das darf nicht fehlen. Wenn das fehlt, können alle anderen Bedingungen da sein,
die schaffen es nicht. Es muss das eine da sein, was es möglich macht. Okay? Deswegen spricht man von Ursachen und Bedingungen. Und ich wollte euch jetzt eigentlich ersparen, noch einmal eine Meditation zu machen. Eigentlich spreche ich jetzt so ein bisschen locker darüber, um euch nicht zu überstrapazieren. So ein bisschen eine Erklärung. Wir können jetzt aber mit einer 10-minütigen Meditation noch abschließen. Und wer weiß, vielleicht lasse ich ja noch so ein paar Bemerkungen einfließen. Ja? Also meditieren wir noch ein bisschen, lassen den Nachmittag ausklingen. Und wer erschöpft ist, möge sich hinlegen, kann auch seinen Bildschirm ausstellen. Und wer das Gefühl hat, es tut sogar gut, sich aufzurichten, der möge sich aufrichten, um nochmal einen Moment des klaren Erlebens zu ermöglichen. Und schaut, das war jetzt gerade genau so ein praktisches Beispiel für abhängiges Entstehen. Aufrechtes Sitzen zur rechten Zeit fördert einen klaren Geist. Zur falschen Zeit fördert es Stress. Entstehen in Abhängigkeit beinhaltet auch mitzubekommen, dass ein nicht greifender Geist allmählich immer weiter wird und immer ruhiger. Auch wenn noch Dinge stattfinden, auch wenn das karmische Feuerwerk noch weitergeht. Wenn kein Greifen da ist, darf das alles sein und stört überhaupt nicht.
Tja, und irgendwann hat auch der schönste Meditationstag ein Ende. Wir werden jetzt gleich widmen und ich habe dann noch etwas für euch, das gehe ich mir gerade mal holen. Nein, nicht den Text, sondern den hier. Wir machen nämlich heute eine Widmung auf Deutsch und ich habe euch da eine schöne hereinkopiert. Da unten diese 3 dickeren Absätze. Und das ist eine Mahamudra-Widmung, die ich sehr schätze, die ich oft in meiner täglichen Praxis benutze. Und die ich jetzt mit euch gerne lesen möchte, um den ganzen Tag und überhaupt unsere ganze Praxis zu widmen. Durch die gesammelte Kraft des Heilsamen, die hier und in den 3 Zeiten erzeugt wird, mögen wir frei von Vorstellung über etwas, das alles durchdringt und alles bewirkt, die Sicht des Basis Mahamudra verwirklichen. Soheit, die Grundnatur aller Phänomene. Abkehr, Hingabe und freudige Ausdauer vollendend, mögen wir in unabgelenkter Nicht-Meditation, frei von geistigem Erschaffen, die natürliche Dimension erkennen, die Wahrheit der Natur aller Dinge und in der Einheit von Ruhe und Erkennen die Praxis der vielen Tore des Pfad Mahamudra vervollkommnen. Durch völlig gelöste natürliche Aktivität mögen wir die Praxis vertiefen und die Stufen und Pfade des inneren Weges mühelos durchschreiten, bis sich der von selbst gewahre Dharmakaya unmittelbar offenbart und im Vollenden der Frucht beide Nutzen spontan verwirklicht sind.